То же самое другими словами. Und auch in jeder Situation, egal wo, wie und für wen auf der Welt dieses Licht sichtbar sein will. And may it rise up to shine for the eyes of all the Buddhas. Und möge dieses Licht in die Höhe steigen und ebenfalls auch für alle Buddha-Augen sichtbar sein. So this is a very important orientation for our practice. Unserer eigenen Praxis gibt das eine wichtige Richtung. It is the absolute confidence that Das an aspiration or a gesture of connectivity is actually effective and that we are not alone and the Buddhas receive all that we do. Denn es ist einfach, macht unsere Wunschausrichtung oder unser Wunschgebet zu einem Akt der vollkommenen Verbindung, die wir aufnehmen, dass wir wirklich empfinden, dass wir keinesfalls allein sind und dass jedwede Art von Handlung, die wir in diesem Geiste ausführen, auch gesehen wird von allen Buddhern. Isolation is death. Isolation ist Tod. We rely on the environment to keep us going. Wir verlassen uns oder wir lassen uns unterstützen von unserem Umfeld, damit wir überhaupt weitermachen können. And mental isolation is also a kind of death, and we know that solitary confinement is used as a punishment. Geistige Isolation ist ebenfalls eine Art Tod und wir wissen alle, dass wenn Leute in Einzelhaft gehalten werden, dass das eine besondere Art der Bestrafung ist. From the very beginning, there is the sole ground. Von Uranfang an gibt es den einen Urgrund. There are not different grounds. Es gibt keine unterschiedlichen Böden oder Urgründe. So we're not stuck in a dualistic notion that there has to be God who makes the good things and the devil who makes the bad things. Das heißt, wir sind nicht einer dualistischen Vorstellung überantwortet, wo Gott die guten Dinge tut und ein Teufel die bösen. All appearances arise from the primordially pure ground. Alles, was erscheint, tritt aus dem ursprünglich reinen Urgrund hervor. They are pure in themselves. Sie sind in sich selbst rein, alle Erscheinungen. There is no actual division or fragmentation in the field of disclosure or the radiance of the mind itself. Es gibt einfach keine Bruchstückhaftigkeit, keine Trennung in dem Feld der Offenbarung oder in der Weite, der strahlenden Weite des Geistes. So in Dzogchen we access this directly. Im Dzogchen nähern wir uns oder haben wir direkten Zugang dazu. And in the Mahayana tradition, we do it through expanding our imagination to cover the vastness of space and time. In der Mahayana-Tradition nutzen wir dazu unsere Vorstellungskraft, um diese Weite von Raum und Zeit zu ermessen. Both are ways of accessing the undivided ground. Beide sind Möglichkeiten, Zugang zu haben zu dem unteilbaren Urgrund. And in particular, as a profound antidote to the feelings of lostness, isolation, desolation, which hover around. Und natürlich auch als ein tiefgründiges Gegenmittel gegen die Gefühle von Verlorensein, von Verödung regelrecht, auf sich selbst ganz allein gestellt zu sein. So we have these questions like, where was God in Auschwitz? Solche Fragen kommen dann natürlich mal auf, die auch gestellt werden. Wo war denn Gott in Auschwitz? There's probably no answer to that. Wahrscheinlich gibt es darauf keine Antwort. But what we do know is that the true nature of Auschwitz was empty. Was wir aber wissen, ist, dass die wahre Natur von Auschwitz leer ist. Which is the same for wars. Das gilt auch für Kriege.
everything has a basic nature of illusion, like a mirage. Alles hat grundlegend das Wesen einer Täuschung, einer Illusion, einer Täuschung, Entschuldigung, wie eine Luftspiegelung. Just because some situations are happy doesn't make them real. Nur weil bestimmte Situationen uns erfreuen, macht es sie nicht wahrhaftiger. And just because some experiences are fear-inducing or painful or terrifying doesn't make them real. Und auch, dass manche Situationen furchteinflößend sind, sehr schmerzhaft oder wirklich schrecklich, macht sie auch nicht wirklicher. The 6 realms of samsara are delusions arising from karma. Die 6 Daseinsbereiche Samsara entfalten sich aus dem Karma und sind eine Täuschung. The 8 hot hells, the 8 cold hells, the 2 intermediate hells, these are all experiences which are powerful. Die 8 heißen Höllen, die 8 kalten, die 2 dazwischen sind alles kraftvolle Erlebnisse. And yet, each moment of that experience has no internal essence or existence holding it in place. Nichtsdestoweniger hat kein einziger dieser Erlebnisaugenblicke eine innewohnende, eigenständige Essenz, die es tatsächlich an diesem Ort hält. We can't say that the hells are in a particular place. Man kann nicht sagen, dass Hölle sich an einem bestimmten Ort befindet. And yet they have an existence for those who are there. Für diejenigen, die aber sich dort befinden, existieren sie. We can't say that they're only a mental hallucination. Wir können nicht behaupten, sie seien nichts weiter als geistige Halluzinationen. Because while they continue, they have an impact which takes the dualistic mind to believe they are real. Während sie nämlich bestehen, haben sie eine Wirkung auf den dualistischen Geist, der sie für wahrhaftig vorhanden hält. Illusion is the midpoint between truly real and substantial and self-existing. Illusion ist quasi der Kipppunkt zwischen auf der einen Seite wahrhaft real und substanziell existent. And on the other side, unreal, non-existent, vanishing completely. Und auf dem anderen, im anderen Extrem irreal und nicht existent und einfach sich auflösend, verschwindend. The Buddhas are also an illusion. Auch Buddhas sind eine Illusion. Illusion is not a negative term. Illusion ist kein negativer Begriff. It's simply one way of describing the ungraspability of an appearance which we see, which we have a sense of, and yet you cannot catch it. So einfach nur dieser Begriff ist eine Möglichkeit, eine ungreifbare Erscheinung zu beschreiben, die wir sehen, die wir empfinden, die wir aber gleichzeitig nicht dingfest machen können. And when we see that our life is like that, then maybe we can appreciate that actually everyone we know is ungraspable. Wenn wir erkennen, dass unser Leben sich so vollzieht, dann finden wir vielleicht zu einer Wertschätzung dafür, dass alles, was wir wissen und jeder, der wir kennen, exakt genauso existiert. If we're talking of humans, every human has a name. Wenn wir über Menschen sprechen, können wir sagen, jeder Mensch hat einen Namen. But each of these beings is much more than their name. Aber jedes natürlich dieser Wesen ist viel mehr als nur sein oder ihr Name. The name is like a chorale.
Der Name ist quasi wie ein Fried. So a wild horse is put in the wooden corral. Und wenn man wilde Pferde zum Beispiel in einen hölzernen Fried einfasst, also in einen Zaun, von einem Holzzaun umgibt, And gradually it adapts to that. dann gewöhnen die sich langsam daran. But that particular corral is only one of the many places it can be. Aber natürlich ist so ein Pferch nur einer der vielen Orte, an dem so ein Pferd sein könnte. So there are many different corrals we experience. Wir erleben viele verschiedene Arten von Pferche oder Umfriedungen. There are corrals of the shape of our body, Es gibt zum Beispiel den Pferch unserer Okay. Körperform, our age, unseres Alters, gender, nationality, Geschlecht, Nationalität, education. Ausbildung. Each of these identifications becomes a kind of encircling security that, oh, I know who I am, what I do. Jeder dieser Identifikationspunkte wird für uns wie so eine sichere Umzäunung, der uns gewiss sein lässt dessen, wer ich bin, wie ich bin, was ich bin. But these are only names. These are signs, conceptual indications, which cannot catch the actual phenomena. Das sind aber nichts weiter als Namen. Es sind Zeichen für oder Symbole für bestimmte Konzepte, die aber mit dem, was tatsächlich ist, eigentlich nichts zu tun haben. So then he says, Mame dia zu me pene su na shi salvan ju chi tita sawe mula zupe lana marme wu ki guman tatu tsendan peche dudene nombra jupe kem che jil jute dishin shepe something la supra nombra jupe kaba dan dembra junchi. So he says, may the light from this lamp illuminate the formless realms. Sagt also hier, möge das Licht dieser Lampe die formlosen Bereiche erhellen. The formless realms are the highest realms of samsara. Die formlosen Bereiche sind die höchsten Bereiche Samsaras. We enter them on the basis of having great stillness in meditation. In diese Bereiche kommen wir hinein, weil wir in der Meditation eine große Ruhe entwickelt haben. If you are born in that situation, you don't have a form, but you're there as a pure consciousness which remains undisturbed for tens of thousands of years. Wenn man in so einen Bereich hineingeboren wird, hat man keine Form, sondern das reine Gewahrsein ist aller Dinge gewahr, die sich dort ergeben, und zwar zehntausende Jahre lang. But they're also within samsara. Diese sind aber immer noch in Samsara. So if you normally when your karmically determined time for being in that realm is finished, Wenn dann der Zeitpunkt kommt, wo der durch unser Karma bestimmte Zeitpunkt erreicht ist, wo wir nicht mehr in diesem formlosen Bereich verweilen können, there's a shock because you're reborn in another realm where you take on a body, everything is more crude. kommt es zu einem Schock, weil man in einem anderen Daseinsbereich wiedergeboren wird, wo man einen Körper hat und alles irgendwie gröber ist. So it's not a state of liberation. Das ist also kein Zustand der Befreiung. So that's why we want to, this light may it spread to those in the formless realms because they are not free of suffering. Das ist der Grund, warum wir uns wünschen, dass dieses Licht sich auch ausdehnt hinein in die formlosen Bereiche, denn die Wesen dort sind nicht leidfrei. So he says, with that illumination, as soon as the gods of these realms are aroused,
may they gain the major and minor signs of enlightenment and be freed from the mental absorptions of the 4 levels of subtle sensory support. Sagt er also hier weiter, durch diese Erhellung, sobald die Götter dieser Daseinsbereiche aufgewühlt worden sind oder aufgeweckt worden sind, mögen sie die großen und kleinen Zeichen der Erleuchtung manifestieren und frei sein von der geistigen von der geistigen Eingenommenheit der 4 Ebenen subtiler Sinnesunterstützungen. So we want to arouse them towards enlightenment. Wir möchten sie quasi wachrütteln hin zur Erleuchtung. So there's a traditional list of the major and minor signs of enlightenment. Und da gibt es die traditionelle Liste mit den großen und kleineren Zeichen der Erleuchtung. So, for example, with Buddha Shakyamuni, we see that between the point between his eyes, he has a small lump which comes out called the urna. Mhm. Und bei Buddha Shakyamuni sehen wir das zum Beispiel, den kleinen Punkt, diesen kleinen Knubbel zwischen seinen Augen, Urna. And on the top of his head, he has a raised bump or lump, which is maybe, I don't know, 5 centimeters high, maybe more. Und auf seinem Haupt befindet sich so eine Art Beule, wenn man so will, ungefähr 5 Zentimeter hoch. So it's called the Ushnisha. It's representing something of the difference of his being. Diese Beule wird Ushnisha genannt und ist eigentlich ein Zeichen für sein Anderssein, seine Andersartigkeit. He has slight webbing between his fingers and toes. Und er hat leichte Verbindungen zwischen seinen Fingern und Zehen. And you can see lists of all these different aspects. Und man kann ja die Listen mal nachlesen, all dieser unterschiedlichen Aspekte. So, in terms of the Mahayana view, which here is still within duality. Und die Mahayana-Sichtweise in diesem Kontext in der Dualität. Although we have a Buddha nature, the Buddha is different from us. Wird es so betrachtet, dass obwohl wir alle die Buddha-Natur haben, der Buddha sich von uns unterscheidet. And this difference is marked by how he looks. Und diese Andersartigkeit wird ausgedrückt durch ein anderes Aussehen. This is not the view of Dzogchen. Das ist nicht die Dzogchen-Sichtweise. So the 4 levels of subtle sensory support, these are just the 4 stages in the formless realms. Und hier die angesprochenen 4 Ebenen subtile Sinnesunterstützung bezeichnen die 4 unterschiedlichen Ebenen der formlosen Bereiche. So if you read the early Buddhist texts, they talk a lot about peace. In den frühen buddhistischen Texten ist viel von Frieden die Rede. In one way of describing nirvana, or where you have liberation, is a place of peace. Und hier wird Nirvana oder eben der Ort der Befreiung oder die Befreiung selbst als ein Ort des Friedens bezeichnet. But the Mahayana critique of this says, peace is all very well, but you're kind of useless. Und die Kritik, die im Mahayana erhoben wird, ist die, dass man sagt, Frieden ist ja schön und gut, aber eigentlich ist das doch ohne Ziel. Nice for you. Schön für dich. But the peace you find is a kind of protected space away from disturbance. Aber der Friede, der sich da findet, ist eine Art Schutzraum, abgeschieden von der ganzen Unruhe. If you want to come into the world and manifest compassion for others, disturbance is going to be part of that process. Und wenn du aber in die Welt hineingehst
und mitfühlend wirksam sein willst, ist Störung Teil des Ganzen. The mother has to be able to hear the child calling. Die Mutter muss ja das Kind hören, das Rufen des Kindes. So, in the same way, the Buddha sees the suffering in samsara. In gleicher Weise sieht Buddha das Leiden in Samsara. They are both disturbed and not disturbed. Beide sind werden quasi gestört und gleichermaßen stört es sie überhaupt nicht. They are disturbed in as much as they can mobilize to send blessing and rays of light or active intervention within samsara to help the person. Gestört in Anführungsstrichen sind sie insoweit, dass sie aktiv werden können, Lichtstrahlen und des Segens senden können oder in dem samsarischen Kontext angemessen aktiv werden können, um zu helfen. But also not disturbed, in as much as the energy of the Buddha's mind flows like a rainbow light or like the sunlight through the sky, and it doesn't alter the openness of the mind. Und aber ungestört davon in dem Sinne, dass der Buddha-Geist einfach durch die offene Weite strömt, wie Sonnenlicht oder Regenbogenlicht durch die Weite des Himmels stößt, ohne die Offenheit das in irgendeiner Weise zu ändern. So, may entry to the various meditative states of the Tathagata be available to these fortunate ones, means that the meditative state is maintained while there is connectivity. Die heißt es deswegen weiter, möge sich der Zugang zu verschiedenen meditativen Zuständen des Tathagatas für all diese glücklichen Wesen öffnen oder eröffnen. Und das bedeutet hier, dass der meditative Zustand präsent ist in der Verbindung, indem man in Verbindung geht. For example, if you remember that when you read the Heart Sutra, the Buddha is sitting in his meditation. Ihr erinnert euch vielleicht, als ihr die Herzsutra gelesen habt, da steht dann, dass Buddha in Meditation sitzt. And due to the non-dual intention in the Buddha's mind, Chenrezig speaks to Shariputra. Und das aufgrund der ungerichteten Absicht im Buddhas Geist, Chenrezig beginnt zu Shariputra zu sprechen. So, without moving, without being disturbed, there is connectivity. Das heißt, ohne sich zu bewegen, ohne gestört zu sein, entfaltet sich Verbindung. And at the end of the Heart Sutra, it says, then the Buddha says to Chenrezig, very good. It's just as you described it. Und wir wissen es, am Ende der Herzsutra steht dann da, dass der Buddha quasi sich an Chenrezig wandte und sagte, sehr gut, genauso wie du es beschrieben hast, ist es. So while the Buddha is resting in this profound meditation, he's not cut off from the world. He hasn't gone into some private realm. Während also der Buddha in Meditation verweilt, ist er gleichzeitig nicht abgeschlossen von der Welt, hat sich nicht zurückgezogen in eine Art privaten Raum. This is the non-duality of stillness and movement. Das ist die Nicht-Dualität von Ruhe und Bewegung. And this is what we aim to achieve through our practice. Das versuchen wir durch unsere Praxis zu erreichen. Then he says, Marmedir na chupe lananki, nisu sobaranju zuna chupe lanantinge zinki gade, sichila nyonsu nyone chime dopesa tobaranju chi. May the light from this lamp illuminate the realm of the gods with form,
May these gods enter meditative absorption and experience unwavering happiness and gauge the stage of non-return. Und hier heißt es dann weiter, möge das Licht dieser Lampe den Bereich der Formgötter erhellen. Mögen diese Götter in den meditativen Zustand eintreten und unwandelbares Glück erfahren und den Zustand der oder die Stufe der Nichtwiederkehr erreichen. So again, here you can see the rays of light are inviting the gods in the form realm, which includes the sensuous gods, to become awakened where they are. Und hier wiederum kann man sehen, dass diese Lichtstrahlen quasi wie eine Einladung sich auswirken für die Götter des Formbereichs, dort wach zu werden oder Erwachen zu erleben, wo sie sich befinden. They don't have to come out of that God state, but if they enter into this meditative absorption in that state, they can find certainly the experience of not having to return to samsara. Und das bedeutet, wenn sie diesen meditativen Zustand manifestieren, verwirklichen, erkennen sie, dass sie in diesen nicht wieder zurückkehren müssen in den Zustand von Samsara und können einfach so verweilen, wie sie sind. Then he says, Marmedi de Kanki, Lanankie Nisu Nashin Salvaranju Chi, de Kanki Lanankia. Lai de Pelongchu La Semna Ma Chashing, Rangi Semla Ta Shing, Samten Shila Rimbaki Nyumbra Chupe, Kalpa Dan Dembaranju Chi. So he says, may the light from this lamp illuminate the environment of the gods of the realm of desire. Hier sagt er also als nächstes, möge das Licht dieser Lampe das Umfeld der Götter des Bereichs der Begierden erhellen. May these gods be free of attachment to the richness of their realm. Mögen diese Götter frei sein von Anhaftung an die Reichtümer ihres Daseinsbereichs. May they look at their own minds and enter into each of the four meditative absorptions in turn. Mögen sie stattdessen ihren eigenen Geist anschauen und in jede der 4 meditativen Stufen eintreten. May this be available to these fortunate ones. Möge sich diese Möglichkeit den Glücklichen eröffnen. So this is an important point, because he's saying in these gods where there are all kinds of sensory pleasure. Das heißt, hier ist ein wichtiger Punkt angesprochen, denn diese Götter, die ja alle möglichen Arten von Sinnesfreuden erleben, there are so many interesting things to do. Die haben die Möglichkeit, so viele spannende Sachen zu machen. If you want music, it plays automatically. If you want to have delicious food, it's there in front of you. Wenn man gern Musik hören würde, dann spielt automatisch Musik. Wünscht man sich was Leckeres zu essen, ist es sofort da. You have the instant satisfaction of your desires. Das heißt augenblickliche Erfüllung aller Wünsche und Sehnsüchte. Now, for many people in Western countries, the way in which our lives are organized are really like a god realm in comparison with a villager in ancient India or in Tibet. Wenn wir
westliche Art, wie unser Leben hier organisiert ist und abläuft, in den meisten Teilen betrachten, können wir wirklich sagen, dass das quasi wie ein Götterbereich ist, zumindest im Vergleich zu irgendwelchen früheren Arten des Dorflebens in Indien oder Tibet. They had no central heating and no air cooling system for the summer. Es gab ja keine Zentralheizung, es gab keine Klimaanlage für den Sommer, um sich zu kühlen. But we have, if we have a little money, we can resource ourselves with so many things. Wir aber, die wir über ein bisschen Geld verfügen, können uns mit allen möglichen Sachen versorgen. But he's pointing to the danger of this. Und er zeigt hier auch klar die Gefahr auf, die Because, darin steckt. because he said, may they be free of attachment to all these objects, these sources of enjoyment. Denn er sagt, mögen sie frei sein von Anhaftung an diese Objekte, an diese Quelle von Vergnügen. And may they look at their own minds. Und mögen sie ihren eigenen Geist betrachten. This is the central point. Das ist der zentrale Punkt. In our world at this moment, people are looking outside. Momentan in dieser Welt schauen die Menschen nach außen oder suchen draußen. And as the negative karma of many people ripens, and we have more wars, economic difficulties, floods, storms, and so on. Und im Zuge dessen, dass das negative Karma vieler Wesen hier zur Reifung kommt, erleben wir zunehmend ökonomische Krisen, kriegerische Auseinandersetzungen, Fluten, Stürme. These are all invitations for our attention to go outside. Das sind alles Einladungen, die uns mit unserer Aufmerksamkeit nach außen ziehen. What can we do? How can we make things better? Was können wir machen? Wie können wir das ändern, Dinge besser machen? So if we are committed to the dualistic view of a subject inside and an object outside, wenn wir hingegeben sind dieser dualistischen Sichtweise eines innen lebenden Objektes und des äußeren existierenden Objektes, then how will you ever look at your mind? wie kann man denn da seinen Geist anschauen? Because the veil to your own mind is your sense, I am the subject. This is me. Here I am. I know who I am. Denn der Schleier, das, was uns wirklich verschleiert oder unsere wahre Seinsweise wirklich verschleiert, ist ja diese Vorstellung von, ich bin das Subjekt, hier bin ich doch, ich bin hier, ich bin ich. So he's saying, may all of these gods look at their own minds and each enter into the 4 meditative absorptions. Darum sagt er, möge jeder einzelne dieser Götter seinen eigenen Geist anschauen und eintreten in die 4 Stufen meditativen Zustandes. So we touched on the 4 meditative absorptions before. These are like these 4 levels in the formless realm. Wir haben diese 4 meditativen Stufen bereits vorher kurz berührt, als wir gesprochen haben über die 4 Ebenen des formlosen Daseinsbereiches. But for the gods coming from these sensory realms, where they have so much enjoyment, Für aber diejenigen Götter, die eben aus diesen Götterbereichen stammen, wo sie viele Sinneserfahrungen haben und so viele Möglichkeiten, sich zu vergnügen, entering the formless realm is like entering a rehab. ist quasi das Eintreten in den formlosen Bereich, als würde man in eine Klinik eingewiesen, Entzugsklinik eingewiesen werden. Generally for addictions, we think of the 12-step model. In Bezug auf Süchte und Suchtbehandlung denken wir an das 12-Punkte-Modell. But here we have the 4-stage model. Hier haben wir aber das 4-Stufen-Modell. Where you have less and less excited involvement in what is occurring. Wo zunehmend immer weniger aufgeregtes Verstrickung in das geschieht, was so auftaucht.
because the pure experience of the formless realms is to see das reine Erleben des formlosen Zustandes bedeutet zu sehen, I have no inherent need to identify with physical formation. zu erkennen, dass ich kein eigenständiges Bedürfnis überhaupt existiert in mir, als Form mich zu erleben, identifiziert. Just as in the mind, thoughts, feelings, sensations arise and pass, So wie im Geist Gedanken, Empfindungen und Wahrnehmungen in Erscheinung treten und wieder vergehen. so my embodied experience is indeed experience. It's a whole stream of moments of this experience, that experience. Ist ebenfalls auch mein ganzes Körpererleben eben genau das, nämlich ein Strom des Erlebens, der sich zusammensetzt aus x momentanen körperlichen Erlebnissen. My body is not a thing I have. Mein Körper ist nicht ein Ding, das ich besitze. It's a site of my energy participation in the field of energy, or my appearance moments in the field of appearance. Sondern es ist vielmehr ein Raum, an dem sich quasi meine energetische Teilhabe am Feld des energetischen Ausdrucks auf der physischen Ebene ausdrückt oder meine energetische Teilhabe an Erscheinung im Feld der energetischen Erscheinungen ausdrückt. So then he says, Mamedi Lama Ying Nang Kie Nesu Nanshin Sabaranju Chie Lama Ying Najal Dan Trutun Dan Singye Dubashi Ne Tseme Pe Jidan Den Ne Shine Ki Sen Yidla Chepe Dan Dambaranju Chi. May the light from this lamp illuminate the realm of the demigods. Hier heißt es dann weiter, möge das Licht dieser Lampe den Bereich der Halbgötter erhellen. May they be freed from their pride, fury, and crudity. Mögen sie befreit sein von ihrem Stolz, ihrem Zorn und Grausamkeit, Grobheit. And develop love, compassion, joyfulness, and equanimity. Und mögen sie Liebe entwickeln, Mitgefühl, Freude und Gleichmut. May they develop minds that are calm. Mögen sie einen ruhigen Geist entwickeln. So what he's saying is, may this light transform itself into the antidotes which are particularly useful for this specific environment. Was hier sagt, zum Ausdruck bringt, ist, dass er sich wünscht, dass dieses Licht sich selbst transformiert in Gegenmittel, die vor allen Dingen in diesem Bereich besonders nützlich sind. So this is similar in the church practice where you invite the 4 categories of guests to come. Das hier ist vergleichbar mit der Türpraxis, wo man die 4 Klassen von Gästen einlädt. And the basic offering, which is your own body. Und die Gabe als solches, die in dem Fall unser Körper ist, arises as light and forms of beauty for offering to the Buddhas. Als Licht und Schönheitserscheinungen in Erscheinung tritt, um den Buddhas dargebracht zu werden. And it arises as palaces and jewels and wonderful music for the next level of gods, the more worldly gods. Und für die nächste Ebene der Götter, nämlich die mehr weltlicheren Göttern, eben als Paläste und Juwelen und wundervolle Musik in Erscheinung tritt. And it arises as flesh and blood and so on for those beings who would like to enjoy this.
und denjenigen Wesen, die Freude an Fleisch und Blut haben, eben unser Körper als Fleisch und Blut zur Verfügung steht. It transforms also into special, easy to access pleasures for the frightened demons or the frightened spirits who can't come, who feel too scared to come into the main feast. Und wiederum sich unser Körper wandelt in ganz besonders leicht zugängliche Vergnügungen für all die Dämonen und Geister, die zu Angst erfüllt sind, um an dem Hauptmahl teilzunehmen. So in the Dzogchen tradition, we are familiar with the image of light coming into a crystal and spreading out as this rainbow-colored light. Und im Dzogchen sind wir vertraut mit der Vorstellung von Licht, das in einen Kristall hineinfällt und dann als vielfältiges Regenbogenlicht wieder hinausstrahlt in die Welt. The light of the mind is ungraspable, Das Licht des Geistes ist nicht fassbar, but when it refracts to participate in energy to participate in the world, it's like all the rich creativity of our imagination. wenn es aber quasi gebrochen wird in die vielen verschiedenen Arten von Energie, die sich dann in die Welt einbringen, dann sind das die vielen verschiedenen kreativen Möglichkeiten und Manifestationen, die sich ergeben. There is no essence or substance to any of this. Nichts davon hat eine Essenz oder eine eigene Substanz. But the potential shows as required instantly. Das Potenzial hingegen entfaltet sich augenblicklich gemäß dessen, was gerade gebraucht wird. So the demigods are the ones who feel persecuted by the gods. Die Halbgötter sind diejenigen, die sich ja von den Göttern verfolgt fühlen. In the realm of the demigods, a wonderful tree arises which grows up into the realm of the gods. Im Bereich der Halbgötter wurzelt ein Baum, der hoch hinauswächst und mit seiner Krone in den Götterbereich hineinragt. And the gods get the fruit of this tree. Und die Götter können also die Früchte dieses Baums ernten. And these demigods, the lesser gods, are furious about this. Und das macht die Halbgötter, die weniger verwirklichten Götter, total zornig. They are envious. Sie sind neidisch. It's not fair. It's an injustice. Das ist nicht fair, das ist ungerecht. But there's no police to call. Tatsächlich gibt es keine Polizei, die man rufen könnte. So they rise up as an army to go to fight for what is right. Darum konstituieren sie sich als Armee, um für die Gerechtigkeit in den Krieg zu ziehen. But the gods always win. Aber leider gewinnen die Götter immer. So they feel defeated, hopeless, envious, furious. Darum fühlen sie sich geschlagen, hoffnungslos, eifersüchtig. So this is a very important thing for us all to consider. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir alle in Betracht ziehen sollten. Life is not fair. Das Leben ist ungerecht. Some women who want to have babies can't have babies. Manche Frauen, die gerne Kinder hätten, können keine bekommen. Some women who get pregnant don't want to be pregnant. Manche Frauen, die nicht schwanger werden wollen, werden schwanger. In every situation we can think of, somehow, however it is, our mind can find it difficult. Und ganz gleich, welche Situation für uns auch immer vorstellbar wäre, in unserem Geist finden wir immer irgendwie ein Haar in der Suppe, was daran schwierig sein könnte oder ist. For example,
if I go to a hot place by the seaside, Zum Beispiel fahre ich an einen warmen Ort an der Küste, I go down to the sea dann gehe ich ans Meer with my towel. mit meinem Handtuch, I lie on the towel for 10 minutes. lege mich 10 Minuten da drauf, I look around. People are very relaxed, just enjoying this. gucke mich um und überall scheinen die Leute um mich herum das sehr zu genießen, But sind total entspannt I'm a bit bored. und mir ist irgendwie langweilig. So I get up and pick up my towel and go for a walk along the beach. Darum stehe ich auf, nehme mein Handtuch und mache einen kleinen Spaziergang am Strand. I see the pattern of the waves. I see the little children playing and splashing in the water. Und dann sehe ich die Wellenmuster, gucke den Kindern beim Spielen im Wasser zu. Well, that's my kind of pleasure, not lying on the beach. Das ist etwas, was mich entzückt, nicht auf dem am Strand zu liegen. So this is so interesting how our own tendencies, what we have inherited from our previous activity, gives us more or less access to any situation. Das ist also so interessant, ne, wie das, was wir aus unseren früheren gewohnheitsmäßigen Handlungsaktivitäten an Neigungen mit quasi hierher jetzt gebracht haben oder hier entfalten, wie das bestimmt, was uns zum Beispiel Freude macht und was nicht und was wir gerne tun und was nicht. We as human beings are fortunate because usually we can make some choice in our situation. Als menschliche Wesen sind wir wirklich vom Glück begünstigt, denn meistens können wir eine Wahl treffen. But these demigods, they can't make a choice. They are so caught up with the injustice and the perversity of their situation that they feel they have to fight and fight even when they can't win. Den Halbgöttern allerdings geht es anders. Die haben keine Wahl, denn die sind so vollkommen verstrickt in diesem Gefühl dieser extremen Ungerechtigkeit, geradezu Perversion, dass sie auf jeden Fall kämpfen müssen, ganz gleich, auch wenn sie schon wissen, dass sie nicht gewinnen können. Then he says, Marmedia Lingshi Minankia Nisha Nanshin Salvaranju Chi Lingshi Minankan Dunyage Le Tarne Sundruki Parotu Chimpe Dandambaranju Chi. May the light from this lamp illuminate the beings who inhabit the 4 continents. May they be freed from the 8 sufferings, and may they gain transcendental diligence. Und dann heißt es hier weiter im Text, möge das Licht dieser Lampe Licht zu allen Wesen hinbringen, die die 4 Kontinente bewohnen. Mögen sie frei sein oder befreit sein von den 8 Arten des Leidens. Mögen sie transzendente Hingabe entwickeln oder transzendente Ausdauer. So we are one group of the beings who live on these 4 islands. Wir sind ja eine der Gruppen der Wesen, die diese 4 Inseln bevölkern. We live on the southern island of Jambudvipa. Wir leben auf der südlichen Insel Jambudvipa. And on the different islands, there are different kinds of situations. So on one island, people live for 2,000 years, but on our island, we have an indeterminate lifespan. We can die at any moment. Und auf diesen unterschiedlichen Inseln sind die Lebensbedingungen und Umstände jeweils unterschiedlich. Es gibt auf einer Insel lebt man 2000 Jahre. Hier auf dem Kontinent, wo wir leben, ist die Lebensspanne nicht vorhersehbar. Man kann jeden Moment sterben. So we suffer from these 8 sufferings. Und wir leiden an den 8 Arten des Leidens. So we have birth, we have old age, sickness and death. Wir haben also Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Separation from the ones we want to be with and having to be with the ones we don't like.
getrennt sein von denjenigen, mit denen wir gerne zusammen wären, zusammen sein müssen mit denjenigen, mit denen wir nicht zusammen sein wollen, and not getting what we want, nicht zu bekommen, was wir möchten, and the flourishing of the 5 skandhas. und das Blühen der 5 Skandhas. So the 5 skandhas are these 5 factors which aggregate together and give us the sense of our embodied existence. Die 5 Skandhas sind also diese 5 Faktoren, die zusammenwirkend uns das Gefühl, eine verkörperte Existenz zu haben, geben. The 5 skandhas flourish when we believe in them. Die 5 Skandhas blühen und wachsen, wenn wir an sie glauben. So I can say my body, my feelings, my perceptions, my intentions and capacities, my consciousness. Ich kann sagen, mein Körper, meine Empfindungen und Gefühle, meine Wahrnehmungen, meine Absichten und auch Fähigkeiten und mein Bewusstsein. And every time I confirm that this is me, I strengthen the delusion that these 5 skandhas form an integral individual. Und jedes Mal, wenn ich quasi dadurch mich in Anführungsstrichen meiner selbst bestätige, stärke ich diese Täuschung, dass diese 5 Skandha das formen, was tatsächlich, wirklich und wahrhaftig ich bin. So the saying, may the beings in our situation develop this transcendent diligence. Und darum sagt er hier, mögen die Wesen, die halt in unserer Situation sich befinden, diese transzendente Hingabe, diese transzendente Ausdauer entwickeln. That is to say, may we be diligent, may we be hardworking with regard to the Dharma or for our study and practice. Und das bedeutet hier, dass wir wirklich ausdauernd sein mögen und freudig uns darum bemühen, den Dharma zu verstehen und zu praktizieren. But may it be transcendent. Und möge diese Bemühung transzendent sein. That means to say inseparable from emptiness. Und das bedeutet ungetrennt von Leerheit. Because if you start to think, oh, I've heard all about samsara, it arises from our bad karma, from our ignorance and unawareness. Denn wenn man sagt, ach ja, Samsara, ich weiß genau, das kommt zustande durch unser negatives Karma, durch unsere Ignoranz und Unbewusstheit. It's unreal. Und es ist nicht wirklich. But Dharma is real. Aber der Dharma ist wirklich. Dharma is our refuge. Dharma ist unsere Zuflucht. It's reliable. Darauf können wir uns verlassen. It's a good thing. Das ist was Gutes. That way we go crazy. Auf diese Weise werden wir verrückt. Because we're just emphasizing a dualistic split of samsara bad, nirvana good. Weil wir einfach nur eine dualistische Spaltung verfestigen zwischen Samsara ist schlecht und Nirvana ist gut. So everything is ungraspable. Aber alles ist unfassbar, ungreifbar. Make your butterlamp, you light the match, you light the butterlamp, it's immediately burning up. Wenn man seine Butterlampe herstellt, ein Streichholz anzündet, die Lampe anzündet, dann vollzieht sich das augenblicklich, dass sie verbrennt. You open your practice text and you start. As soon as you say Kyabne, this Kyabne is vanished. Und wenn wir unseren Praxistext sagen und die Worte sprechen, sobald wir Kyabne gesagt haben, ist Kyabne auch schon verschwunden. The practice is
word after word after word, thought after thought after thought. Die Übung funktioniert Wort für Wort für Wort, Gedanke für Gedanke für Gedanke. There is no inherent existence in the text. Im Text selbst gibt es keine eigenständige Existenz. It is a method, Es ist eine Methode, a dynamic method to reduce our reliance on our own solidification of the world on the basis of our concepts. das ist einfach eine dynamische Methode, eine bewegliche Methode, mit der wir unsere reduzieren können, dass wir uns auf die Welt ständig beziehen als eine solide Sache, und das existiert nur aufgrund unserer Vorstellung, unseres Konzeptes. So our Dharma has value and is empty. Das bedeutet, unser Dharma hat Wert, ist gleichzeitig leer. Our suffering and our confusion causes difficulties and is empty. Und Leiden und Verwirrung ist es sowohl schwierig als auch leer. So then he says, Mame di Joson Nani Nesu, Nashin Saban Chi Johnson, Dida Chilachi, Jiwa Dan de Dunda, Sepa Dan, Kowe, Dunya Dan, Le Mole, Tarne, Shera, Number Sundan, Dembaranju Chi. May the light from this lamp illuminate all those who live in the animal realm. May they stop eating each other and be freed from the suffering of fighting, killing, being enslaved, and being dull and stupid. May they gain the wisdom of hearing, thinking about, and meditating on the Dharma. Und dann heißt es weiter im Text, möge das Licht dieser Lampe alle Wesen erhellen, die im Tierbereich leben. Mögen sie aufhören, einander zu fressen und befreit sein vom Leid des Kämpfens, des Tötens, der Versklavung und der Dumpfheit und Dummheit. Mögen sie die Weisheit des Hörens gewinnen, über den Dharma nachdenken und über den Dharma meditieren. This is the situation of animals. Das ist die Situation der Tiere. If you're a dog, you have someone to take care of you. Wenn man ein Hund ist, hat man jemanden, der sich um einen kümmert. They might even be willing to pick your shit off the street. Und vielleicht ist da sogar jemand, der unsere Exkremente von der Straße für uns aufsammelt. But you pay a price for this. Das hat aber einen Preis. You get a walk when the boss says, let's go for a walk. Man kann nur rausgehen und spazieren gehen, wenn unser Herrchen sagt, lass uns rausgehen. You eat what's given to you. Und du isst, was dir gegeben wird. Well, there are rough forms of slavery and pampered forms of slavery. Das heißt, es gibt sehr harte Formen der Versklavung und es gibt verhätschelnde Formen der Versklavung. So for the animals, we wish that they have the opportunity to study and reflect and meditate so that Dharma can go into them. Because in their current state, even if you say Omani Hum Pemi Hum to them, they don't understand anything. Das bedeutet, für die Tiere wünschen wir uns wirklich, dass sie die Möglichkeit sich ihnen eröffnen möge zum Studium, zur Reflexion und zur Meditation des Dharmas. Denn momentan, selbst wenn man ihnen die ganze Zeit Omani Padme Hum vorsagt, haben sie keine Möglichkeit zu verstehen, worum es geht. Then he says, Marmedi, Shinje Jiktendu, Nashin Sawan Ju, Shinje Na, Search, Jepa, Dan de Dun Ki Letarne, Deshin Shepa Tamshi Ki, Paro Tu Chimbe Drape, Senchen Tamshi Tongwara Sem Chung Waran Ju Chi. May the light from this lamp illuminate the realm of the Lord of Death.
Wie heißt es dann? May these cruel ones cease from killing, cutting, and beating. May they be taught the six transcendental qualities by the Tathagata, and by this may they develop generous attitudes towards all beings. Wie heißt es weiter? Möge das Licht dieser Lampe den Daseinsbereich des Herrn des Todes erhellen. Mögen diese grausamen Wesen aufhören zu töten, zu schneiden und zu schlagen oder zu zerstückeln und zu schlagen. Mögen sie die 6 transzendenten Eigenschaften oder Qualitäten, mögen die ihnen nahegebracht werden durch die Tathagatas und dadurch mögen sie eine großzügige Haltung gegenüber allen Wesen entwickeln. So in the tradition, there are different accounts of what happens when we die. In der Tradition gibt es unterschiedliche Berichte darüber, was geschieht, wenn man stirbt. In Dzogchen, we usually look in terms of the bardos. In Dzogchen betrachten wir das normalerweise in Bezug auf die Bardos, in which various opportunities open up to us as we leave this seemingly stable site of our body in this life. wo sich uns jeweils unterschiedliche Möglichkeiten und Gelegenheiten und Gegebenheiten bieten, indem wir diesen Zustand des gegenwärtigen Körpers verlassen. And then it's up to us whether we can open to the opportunities of the clarity of the first bardo, the Chuni bardo, or the peaceful deities, or whatever. Und dann hängt es quasi an uns, ob wir uns gleich im ersten Stadium des Bardos der Klarheit öffnen können oder dann im Weiteren uns öffnen können für die Präsenz der friedvollen Gottheiten und so weiter. But here it's describing a slightly different vision in which when we die, we go to this great court of the Lord of Death, and his followers then take us and they examine our karma, and then they beat us and chop us up if we are to be punished. Hier wird ein anderes Szenario entfaltet, wo wir an den Hof sozusagen des Herrn des Todes kommen und seine Gefolge dann entsprechend unser Karma prüft und demgemäß dann wir, wenn wir bestraft werden müssen, geschlagen werden, zerstückelt werden und so fort. So when we're in this life, if someone attacks us, we can cry out, help, help. Wenn uns in diesem Leben hier jemand angreift, dann können wir um Hilfe rufen. Maybe someone will help. Und dann kommt vielleicht sogar jemand, der uns hilft. But at death, when you go under the power of the Lord of Death, they don't care. Aber wenn man tot ist und dann in den Machtradius des Herrn des Todes fällt, dann sind denen unsere Hilferufe egal. This is a site of suffering. Das ist wirklich ein Ort des Leidens. And so screams are in the air. Das heißt, die Luft ist erfüllt von Schreien. So here he's not so concerned with the victim or the one who's being punished. Hier in dem Text, Mhm. hier in dem Text aber spielt das Opfer oder diejenigen, die hier bestraft werden, überhaupt keine besondere Rolle. He's concerned with Shinje and the god of death and his followers and saying, you do cruel things, you do bad things. May this light save you. Sondern hier ist er wirklich mit Shinje beschäftigt in diesem Text. Das heißt, mit dem Herrn des Todes und seinem Gefolge, wo er klar zuschreibt, ihr macht schlimme Dinge. Möget ihr davon quasi errettet werden oder erwachen. May the Tathagata, the one who is thus gone, who has gone in the only way one can go, dissolving into the ever open, may the Tathagata teach them the 6 transcendent qualities.
Und er drückt hier aus, also möge der Tathagata, das heißt derjenige, der gegangen ist in die einzige Richtung, die man überhaupt gehen könnte, nämlich ins ewig Offene hinein, möge der Tathagata diesen Wesen also Unterricht geben und ihnen zeigen die transzendenten Qualitäten, die 6. That is to say, we are not going to punish the punishers. Hier wird ausgedrückt, dass das Ziel nicht ist, diejenigen, die uns bestrafen, zu bestrafen. Punishment arises from a dualistic perception. Denn Strafe kommt nur aus einer dualistischen Sichtweise heraus. A dualistic perception linked with power. Eine dualistische Sichtweise, die mit Macht verflochten ist. I am your judge. I can punish you. Ich bin deine Richterin, ich kann dich bestrafen. Say, oh, but that's a deluded position. I don't want to adopt that. Das ist aber eine Situation der Täuschung, die möchte ich mir nicht aneignen. What do these people need? Oh, they don't have generosity. Die Frage ist also, or patience. Die Frage ist also, was brauchen die Wesen, die sich dort befinden? Tatsächlich, was sie nicht haben, ist Großzügigkeit. Was sie nicht haben, ist ein ethischer Standpunkt, ist Geduld. They don't have diligence or concentration or wisdom. Und sie verfügen nicht über freudigen Einsatz, über Konzentration, über Weisheit. If they had these 6 qualities, they wouldn't be doing this terrible work. Verfügten sie über diese 6 Eigenschaften, dann würden sie diese schreckliche Arbeit nicht verrichten. May this light coming from this burning hand spread out and transform them so that they follow a path of virtue and not a path of cruelty. Möge das Licht, das von dieser brennenden Hand ausgeht, also sie erreichen, zu ihnen hinkommen, sie transformieren, sodass sie wirklich einen tugendhaften Weg folgen können und nicht mehr diesen grausamen Pfad folgen. By this may they develop generous attitudes towards all beings. Und hier heißt es dann weiter, mögen sie dadurch eine großzügige Haltung gegenüber allen Wesen entwickeln. When we are generous, we give a bit more. Wenn wir großzügig sind, geben wir etwas mehr. Our concern is not so much with what I have, but do you have enough? Was uns wirklich interessiert, ist nicht so sehr das, was wir selber haben, sondern eher die Frage, hast du genug? So the generous attitude is to say, I am for the other. Die großzügige Haltung ist wirklich die sagt, ich bin für die anderen da. My resourcing is the purity of my own mind. Ich beziehe alles aus der Quelle meines reinen Geistes. I focus to awaken to my own mind. Das heißt, ich fokussiere mich darauf, meinen eigenen Geist zu erwecken. Oder zu meinem eigenen Geist zu erwachen. So this is wisdom. Das ist Weisheit. And because I am resourced, I can be a resource for others. Und weil ich alles habe, was gebraucht wird, darum kann ich auch für anderen ein Quell dessen sein, was sie brauchen. So this is very important. We're not aiming for a fixed point. Das ist sehr wichtig. Wir zielen hier nicht auf einen fixen Punkt ab. Because we are open, because we can receive the potential of the ground, it can manifest through us into any of these situations according to need. Weil wir offen sind, können wir auch alle Potenziale des offenen Urgrundes sozusagen empfangen, und erlauben, dass sie sich durch uns manifestieren für entsprechend dessen, was von wem auch immer gebraucht wird.
Retina kyan tre kongye dunya le tarne. Sanju zembe nambo kanzo ki tuche chimbo chinji la ki. Zedan kongye mi pongye loche. Jepe mi shepe dans la Jimbe parotu jimbe wondan dembaranju chi. May the light from this lamp illuminate the realms of the hungry ghosts. Möge das Licht dieser Lampe den Bereich der hungrigen Geister erhellen. May they be freed from the misery of thirst and hunger. Mögen sie befreit sein vom Elend, von Durst und Hunger. So we remember that they have these big swollen bellies and very small mouths. Wir erinnern uns daran, dass sie diese dicken, angeschwollenen Bäuche haben und diese winzigen Münder. They're always thirsty and hungry. Sie sind immer durstig, immer hungrig. And whatever they try to take into their mouth turns into molten lead or poison. Und ganz gleich, was immer sie in den Mund nehmen, wandelt sich in geschmolzenes Blei oder Gift. So, by the blessings of the great compassion of Bodhisattva Akashagarbha, may they have an inexhaustible supply of easily available food and drink. Heißt hier also weiter, durch den Segen und das große Mitgefühl des Bodhisattva Akashagarbha mögen sie einen unerschöpflichen Nachschub an Speisen und Getränken haben, die ihnen ganz einfach zugänglich sind. So the name of this Bodhisattva means like the storehouse of the sky. Und der Name dieses Bodhisattvas ist quasi wie das Warenhaus des Himmels. Infinite resourcing. Grenzenlose Ressourcen. So this is what we wish for them. Das wünschen wir uns für sie. Why should they not have what they need? Warum sollten sie denn nicht bekommen, was sie brauchen? Because of their karma. Aufgrund ihres Karmas. But the karma arises from unawareness. Aber das Karma entsteht ja aus Nichtgewahrsein. So by this incredible, generous offer of burning a hand, may these rays of light be able to shine into the darkness of karmic accumulation and free beings from the ignorance which generate limitations. Und das heißt, durch diese so großzügige Gabe der brennenden Hand möge das Licht, das da heraus entsteht, genau diese Verdunklungen der Ansammlung solches Karma, das zu dieser vollkommenen Gefangenheit in Unwissenheit führt, dorthin ausstrahlen und die Wesen davon befreien von dieser Unwissenheit. The cause of being reborn as hungry ghosts is envy and jealousy. Man wird aufgrund von Eifersucht und Neid im Bereich der hungrigen Geister wiedergeboren. If you have these tendencies, then you're always looking at what have the others got? Could I get what they've got? Wenn man diese Neigung hat, dann ist man immer, schaut man immer darauf, was andere haben und ob ich das auch kriegen könnte, was die da haben. So what we wish for them is a transcendental generosity, a generosity inseparable from emptiness. Was wir ihnen also wünschen, ist transzendentale Freigebigkeit. Das heißt Freigebigkeit, die völlig ungetrennt ist von Leerheit. To find the source of their always being enough. Diesen Quell dessen zu finden, dass immer genug da ist. Okay, so we take a break now for an hour and then we continue. Gut, wir machen jetzt eine Stunde Pause und dann sehen wir uns wieder und machen weiter. And there is a lot to reflect on in this section. Und in diesem Teil gibt es viel Anlass zur Reflexion. It's a very powerful method of accumulating merit. Eine kraftvolle Methode ist das, um Verdienst zu erwirken. And it's used for helping people who have died. Und
Dies wird außerdem genutzt, um Leute zu unterstützen, die gestorben sind. When Lama's middle son died, this was the practice that Rinpoche used. Als Tso Lamas mittlerer Sohn verstarb, hat er diese Praxismethode benutzt. Because when people die, we're never quite sure where they're going to go. Denn wenn Leute sterben, wissen wir nie genau, wo die hinkommen. So we want to direct our mind to all the possible places of rebirth. Darum möchten wir unseren Geist auf alle möglichen Orte von der Wiedergeburt ausrichten. And bring the light of Dharma into these places. Und möchten sehr gerne das Licht des Dharma an alle diese Orte bringen. So that if the people we are praying for and wishing well to should happen to be reborn there, it won't be as desolate as if no Dharma had ever arrived. Das sollten die Menschen, für die wir beten und die uns am Herzen liegen, an diesen Orten wiedergeboren werden, dass nicht einfach nur eine wüste Ödnis ist, wo es niemals den Dharma gegeben hat. So we can bear this in mind, and as we look around in our world, we can think of the people who need our prayers. Das können wir in unserem Kopf behalten, während wir in der Welt uns umschauen und an die Menschen und Wesen denken, die wirklich unsere Gebete brauchen. Okay, see you at 2 o'clock. Gut, dann sehen wir uns um 14 Uhr wieder. Hier in Deutschland um 15 Uhr. Okay. Gut, We continue with the text. wir machen mit dem Text weiter. Mame dine narana kie nisu sawanju chi narangni nyungi lengen pe namparamin be cha jang ye dunya zuparakawa nyasuyo baba chenwezi wonchu ge tuje chinaki nyewe dunya sepa mepe le tarane zepe parotu chimpe dandan dembara chi. May the lamp from this lamp illuminate the hell realms. Möge das Licht dieser Lampe die Höllenbereiche erhellen. Beings suffer there according to the ripening of their previous bad actions, experiencing intolerable heat and cold. Dort erleiden die Wesen gemäß der Reifung ihrer früheren negativen Handlungen in unerträgliche Hitze und Kälte. By the blessings of the compassion of the Bodhisattva Arya Avalokiteshvara, may they be freed from the limitless suffering of hell. Und mögen sie durch den Segen des Mitgefühls des Bodhisattvas Arya Avalokiteshvara befreit sein von den unendlichen Leiden der Hölle. May they realize the transcendent quality of patience. Mögen sie die transzendente Eigenschaft von der Geduld manifestieren und verwirklichen. Oh, we experience hell if our activity has been governed a great deal by anger. Und Höllenerlebnisse stellen sich für uns ein, wenn unsere Handlungen vor allen Dingen zorngetrieben sind. As we know, anger is very energizing. Wie wir das alle selber kennen, geht Zorn mit viel Energie einher. We want to retaliate. Man möchte was heimzahlen. We might want revenge. Man möchte Rache. We don't have patience. Und da fehlt uns jede Geduld. So, these are the beings who profoundly need to develop patience. Das sind also die Wesen, die vor allen Dingen tiefgründig Geduld entwickeln müssen. And the problem with being born in a hell realm is that there is very little of Dharma to give you any support or encouragement or any sense of how to find a way out.
Das Problem an den Höllendaseinsbereichen ist, dass es kaum Dharma gibt, da uns da unterstützen könnte oder ermutigen oder uns einen Weg hinausweisen könnte. You're trapped. Man ist gefangen You don't know what to do. und wir wissen nicht, was wir tun sollen. You have no friend. Man hat keinen Freund, keine Freundin We don't know what awaits us in life. und wir haben keine Ahnung, was im Leben auf uns wartet. Sudden provocative situations can arise. Plötzlich können Situationen auftreten, die uns provozieren. 3 years ago, I would imagine most people in Ukraine had no idea of the horror that was coming to them. Ich gehe davon aus, dass vor 3 Jahren noch die wenigsten Leute in der Ukraine eine Vorstellung davon hatten, was für Schrecken auf sie lauern würden. Not only do they suffer all the horrors of invasion and attack and brutality, rape and so on, Es ist ja nicht nur, dass sie die Schrecken der Invasion erleben müssen, jeder Art von Brutalität, von Vergewaltigung und von Gewalt überhaupt, but they have to wait while other nations which are not invaded consider how they could be supportive, but not at too great a cost. Stattdessen sind sie außerdem auch noch darauf angewiesen, darauf zu warten, bis andere Länder, die eben nicht unter dieser Invasion stehen, sich entscheiden, in welcher Weise sie unterstützend wirken können, ohne dass es sie selbst zu viel kostet. We don't want to provoke the Russians. We don't know what they would do. Wir möchten die Russen nicht provozieren. Wir haben keine Ahnung, wie die reagieren würden. So cowardliness becomes a basis for endless killing and attack. Auf diese Weise wird Feigheit zur Grundlage für endloses Töten und Angreifen. And this is important for us to understand. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. In the book we did a couple of years ago, Me First, In dem Buch, wo es vor einigen Jahren diese Ich zuerst Sache gab, which is concerned with the arising of the great demon king Matamrutra, wo es um das Anwachsen der Macht und Erstehen der Macht von König Mittangutra geht. He starts with a sense of entitlement. Beginnt es erstmal mit dem Gefühl, im Recht zu sein oder dazu berechtigt zu sein. He's a winner, never a loser. Er ist Gewinner, niemals der Verlierer. But he doesn't understand the teachings. Versteht aber die Unterweisungen nicht. And when he asks his teacher, have I got it right? Und jedes Mal, wenn er seinen Lehrer fragt, habe ich es jetzt richtig verstanden? No, the teacher says, no, you haven't understood. Your servant understands, but you don't understand. Antwortet der Lehrer, nee, du hast das nicht richtig verstanden. Dein Diener hat es verstanden, aber du hast es nicht verstanden. And so he kicks his teacher and his old servant out. Warum schmeißt er sowohl den Lehrer als auch seinen alten Diener raus? And proceeds to do whatever he wants. Und macht einfach, was er gerne machen will. And the story describes terrible situation, followed by terrible situation, followed by terrible situation. Hier wird eine schreckliche Situation nach der anderen dann im Weiteren beschrieben. And only when the top Buddhist teacher has been murdered do the Buddhas gather together and think, oh, maybe we should do something different. Und erst in dem Moment, wo der Allerhöchste der buddhistischen Lehrer selbst auch getötet worden ist, kommen die Buddhas zusammen und sagen sich, okay, vielleicht sollten wir hier anders verfahren. And this is how the wrathful Buddhas, the Herukas, arise. Und auf diese Weise ist es zum Erscheinen der zornvollen Buddhas, der Herukas, gekommen.
enough is enough. Es reicht, wenn es reicht. So in a situation like that, you have to think, was patience a virtue or not? In so einer Situation muss man die Frage beantworten, ob Geduld hier wirklich eine Tugend war oder nicht. If you live in a city where there are gangs, Wenn man in einer Stadt lebt, wo es marodierende Gangs gibt and the gangs become more powerful, und diese Gangs oder Clans mehr Macht gewinnen, selling drugs, running prostitution, attacking people, Drogen verkaufen, Prostitution betreiben und Menschen bedrohen. maybe we should just wait until they calm down. Vielleicht sollten wir einfach warten, bis sie sich von selber wieder beruhigen. This is probably not what's going to happen, Vermutlich wird das nicht geschehen, because all demons live on the fear of others. denn alle Dämonen leben von der Angst der anderen. It's their best food. Das ist ihr wichtigster Besitz, ihr wichtigstes Gut. There are so many dictators in the world who are proud of the fact that people fear them. Es gibt so viele Diktatoren auf der Welt, die darüber stolz empfinden, dass man sie fürchtet. And so it's important to know when to act. Darum ist es wichtig zu verstehen, wann man handeln muss. So when we hear, oh, you have to practice patience, Wenn wir also hören, man muss Geduld üben, that's also true. stimmt das? But every situation in life is in time. Aber jede Situation findet ja in einem zeitlichen Kontext statt im Leben. So we have to develop good timing. Darum müssen wir auch ein gutes Timing entwickeln. There's a time to act and a time not to act. Und es gibt eine Zeit zu handeln, eine Zeit nicht zu handeln. If you're frightened, that won't help you to know the right time. Und wenn man Angst hat, dann nützt das nicht oder ist das nicht hilfreich, um herauszuversuchen, wann der richtige Zeitpunkt wofür ist. The same with climate change. Many people are going to lose their homes, their cattle are dying. Who is to be held responsible? Es gilt genauso für den Klimawandel. Viele Menschen werden ihr Zuhause verlieren, Vieh stirbt. Die Frage ist, wer trägt die Verantwortung dafür? The fact is, you have to have power to call other people to account. Das heißt, man muss ja auch über die Macht verfügen, Leute in die Verantwortung zu nehmen. If you have no power, no one listens to you. Wenn man keine Macht hat, hört niemand auf einen. This is why it's important for us to study these Mahayana texts, but also to study Tantra and Dzogchen. Darum ist es wichtig, diese Mahayana-Texte zu studieren, aber ebenso wichtig ist es, die tantrischen Texte und Dzogchen-Texte zu studieren. There is a time to be sweet and a time to be nasty. Denn es gibt immer den richtigen Zeitpunkt dafür, nett zu sein und freundlich und den richtigen Zeitpunkt, richtig fies zu werden. If it's a time to be nasty and you continue being sweet, then this is not skillful, this is not ethical, and it's not compassionate. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wirklich fies zu werden, dann ist es weder ethisch vertretbar, noch mitfühlend, noch angemessen, nett und freundlich zu sein. We are educated people. Wir sind ja gebildete Menschen. We have to think about how to enact our Dharma. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie wir unseren Dharma umsetzen wollen. So we end up in the hells if we have been in extreme states of anger and have harmed other people. Wir landen also in der Hölle, wenn wir in extremen Zornzuständen andere Menschen verletzt haben. We wish for these beings compassion. Und wünschen uns Mitgefühl für diese Wesen. May their hearts be softened. Und wünschen uns, dass ihre Herzen weich werden mögen. But if their hearts are not softened, then one needs to be able to be a little bit more powerful than them. Wenn ihre Herzen sich aber nicht erweichen lassen, dann muss man stärkere Mittel anwenden.
That is to say, as long as you are within duality, and for you subject and object are real and separate, then sweet aspirations and dreams are not going to be enough. Das bedeutet, solange man sich in diesem dualistischen Bereich befindet und darin agiert und man sowohl Subjekt als auch Objekt für real und existent voneinander hält, ist es nicht damit getan, schöne Gedanken zu entwickeln und schöne Träume zu versuchen, Wirklichkeit annehmen zu lassen. Because you have to look at the whole picture. Denn man muss das ganze Bild sehen. When the Chinese came into Tibet, Als die Chinesen in Tibet einmarschiert sind, many Tibetans were able to flee into India. konnten viele Tibeter nach Indien fliehen. And due to that, Dharma came available in the West, and we're very grateful for that. Deshalb wurde der Dharma hier zugänglich für uns im Westen und dafür sind wir sehr dankbar. But the kindness of the Indians in offering hospitality to the Tibetans was not without cost. Aber diese Freundlichkeit der Inder, den Tibetern Gastfreundschaft anzubieten, blieb für sie nicht ohne Preis. Chinese have been pushing on the northern border of India for a long time. Und seit langer Zeit bedrängen die Chinesen die Inder an der Nordgrenze. So you get taken as a refugee, and you're protected by this huge strength of the Indian army. Das heißt, du wirst als Flüchtling aufgenommen, dann wird man beschützt von der Stärke der indischen Armee, der Großen. This is an integrated system. Das ist ein zusammenhängendes, ein integriertes System. The man with the gun protects the man of prayer. Der Mann mit dem Gewehr schützt den Betenden. Should the man of prayer also take a gun? Sollte der Betende auch ein Gewehr in die Hand nehmen? That's a big question. Das ist eine große Frage. Otherwise, someone else is having to sacrifice themselves to keep you safe. Denn ansonsten muss jemand anders sich ja opfern, damit wir sicher bleiben können. Ethics is not easy. Moral ist keine einfache Sache. If your life is resting on someone else's sacrifice, then you owe them. A debt is created. Wenn sich unser Leben darauf stützt, dass jemand anders für unser Leben Opfer bringt, dann entsteht eine Schuld. Then it says, Marme di zambo linge chiro na munagi nanna tompe senche rangi la pa ye pa kangwa yami tomwara nisu salwaran ju chi deda nungi leng empe nambara minbe jidan kon de pele namkala rangi chalki ki semo yepe Yabwe Zedang Koma Nyegene Rangilu Zimba Da Sha Cheching Zepa Deda Dishin Shepa Wupame Ki Tuje Chinjiloki Muna Jimbo Dombele Tane Dewa Chingi Shinkam Su Kibaran Juchi. So he says, may the light of this lamp illuminate the realms beyond this world system where in the darkness benighted people cannot even see their own right hand held up in front of them. Das heißt ja also weiter, möge das Licht dieser Lampe die Bereiche jenseits dieser Welt, dieses Weltsystems erhellen, wo in der Dunkelheit umnachtete Menschen oder umnachtete Wesen nicht mal ihre rechte Hand direkt vor ihrem Gesicht sehen können. It's one thing not to be able to see your hand clearly. Es ist eine Sache, dass man seine eigene Hand nicht klar erkennen kann. But it's also terrible if you can't see your own thoughts and feelings, your inner life, if you can't see that clearly.
Aber es ist auch schrecklich, wenn man seine eigenen Gedanken und Gefühle, sein gesamtes Innenleben nicht klar sehen kann. Then you don't know what you're up to. Dann weiß man gar nicht, was man vorhat. So we need to let the light onto our situation so that we can see how we are, but also we need to use the light of meditation and practice and the blessing of the Buddhas to help us see how we take refuge in false gods, in the items of this world and so on. Und das bedeutet, einmal geht es darum, dass wir wirklich anfangen, unsere wahre Situation erkennen zu können, dass wir dafür das Licht brauchen. Aber wir brauchen auch das Licht der Meditation, der Praxis der Segnungen der Buddhas, um zu erkennen, wie wir zu falschen Göttern Zuflucht nehmen und zu weltlichen Gütern. So, due to the ripening of their previous bad actions, they crave food and drink, but scratch themselves with their own iron claws as they reach out to the sky and so are unsatisfied. Hier heißt es weiter, aufgrund des Ausreifens ihrer früheren negativen Handlungen haben sie ein großes Verlangen nach Speisen und Getränken, aber kratzen sich selbst mit ihren eisernen Klauen, während sie nach dem Himmel sie ausstrecken und sind so unbefriedigt und unzufrieden. They are exhausted and cut their own flesh and eat it. Sie sind erschöpft und zerstückeln ihr eigenes Fleisch und essen es. By the blessing of the compassion of the Buddha Amitabha, may they be freed from the force of that great darkness and be reborn in the pure realm of great happiness. Mögen sie durch den Segen und des Mitgefühls des Buddhas Amitabha befreit sein von dieser Macht der großen Dunkelheit und im reinen Daseinsbereich der großen Glückseligkeit wiedergeboren werden. So this is another description of the hungry ghosts. Dies ist wiederum eine weitere Beschreibung des Daseinsbereichs der hungrigen Geister. And there are many similar states of different kinds of beings living in places we don't know. Und es gibt viele sehr ähnliche Seinszustände in unterschiedlichen Daseinsbereichen, über die wir nichts wissen oder die wir selber nicht kennen. In some ways, it's also similar to the waves of addiction, which are pervasive in the world. Ein bisschen ist das jeweils auch vergleichbar mit den verschiedenen Arten der Sucht, die hier in dieser Welt überall vorhanden ist. So many new drugs are coming on the market and being brought into, especially into North America. Es gibt so viele neue Drogen, die den Markt überschwemmen im Moment, vor allen Dingen in Nordamerika. People crave something which in its structure is only likely to do them harm. Menschen entwickeln ein Verlangen nach Dingen, die strukturell schon eigentlich ihnen vor allen Dingen Schaden zufügen. They long for the thing which imprisons them. Sie sehnen sich nach dem Ding, was sie fesselt. The very thing they believe that they desperately need is the thing which is very likely to kill them. Das, wovon sie so verzweifelt überzeugt sind, dass sie es unbedingt brauchen, ist sehr wahrscheinlich das, was sie umbringen wird. So this is not talking just about something far away. It's all around. Wir reden hier also nicht über irgendetwas weit weg, sondern das ist etwas, was uns umgibt. So say, may the light of this offering of the burning hand free beings from these attachments to objects that can only leave them unsatisfied. Möge also diese Darbringung des Lichtes der brennenden Hand sie befreien von dieser Anhaftung und an Objekte, die ihnen schaden. So that they may be reborn in Dzogchen, the pure realm of Buddha Amitabha.
damit sie in Devachan im reinen Daseinsbereich Buddha Amitabhas wiedergeboren werden können and gain freedom. und dort Freiheit gewinnen. There's no drugs available in Devachan, In Devachan gibt es keine Drogen, because in a place like that, where there is beauty everywhere and the sound of Dharma is in the air, even just a small exposure to this simple happiness takes away all craving. denn an einem Ort wie diesem, wo der durchdrungen ist von Schönheit, wo der Klang des Dharmas überall präsent ist, ist einfach nur ein kleines Erleben dieses Glücks, das, was diese Sehnsucht und dieses Verlangen für immer tilgt. Janya Malmedi Lui Nesu Nanshin Salvan Ju Nena Timodan Sene Dupe Le Trote Ton We Le Dan Denshin Namke Dingla Ge Jikpada Mitse Sechen Lasote Jiba Chembo Gele Tarne Sanje Dan Chu Dan Gedon Lan Chapsudra Shin Tso Jine Ki Chuitle Ning La Nene Luna de Pe Yunten Dandan Dembaran Chi. May the light of this lamp illuminate the realm of the Nagas. Möge das Licht dieser Lampe den Bereich der Nagas erhellen. May they be freed from the snares of stupidity and envy. Mögen sie befreit sein von den Fallen der Dummheit und des Neides. The Nagas sometimes look like snakes, sometimes like great water snakes. They have many different capacities, and they are the guardians of the wealth of the earth. Die Nagas haben sehr viele unterschiedliche Formen. Die können wie Schlangen aussehen, manchmal wie Wasserschlangen und haben sehr viele verschiedene Fähigkeiten. Und es wird gesagt, dass sie die Reichtümer der Erde bewachen oder schützen. But the causal force that has people in that situation is mental dullness and envy. Aber die ursächlichen Kräfte oder verursachenden Kräfte für Leute in diesem Zustand sind geistige Dumpfheit und Neid. Because the Nagas live usually under the earth. Nagas leben gewöhnlich unter der Erde. They come out, but rarely. Sie kommen nur selten hervor. So he says, may they practice generosity and be freed from the fears of predatory birds, heat, dry sand, and the rest of the 8 great fears. Und hier heißt es dann deswegen weiter, mögen sie Großzügigkeit praktizieren und befreit sein von den Ängsten vor Raubvögeln, vor Hitze, trockenem Sand und den restlichen der 8 Ängste. Oh, clearly there are predatory birds like the Garuda that like to catch snakes. Und natürlich gibt es Raubvögel, wie zum Beispiel den Garuda, die gerne Schlangen fangen. Heat makes it difficult when they have a skin that needs to be kept supple. Und Hitze für sie ist natürlich ein Problem, weil sie ja eine Haut haben, die feucht gehalten werden muss. Dry sand is hot and difficult to move through if you have a side-to-side slithering movement. Und trockener Sand ist schwierig und außerdem ist es schwer, sich, wenn man in einer windenden Art sich fortbewegt, da drüber zu gleiten. So water, things falling on them, pollution in the air, thieves, rulers, elephants, all of these are enemies for beings in these states. Und dann die anderen 8 Ängste eben, dass sie bedroht sind von Dingen, die auf sie drauffallen, von Elefanten, von Dieben und so weiter. All diese 8 Beherrscher quasi dieser Ängste. These are creatures who can't protect themselves very easily. Sie sind Tiere, die sich selbst kaum gut schützen können. So we pray, oh, may they take refuge in the Buddha, the Dharma, and Sangha, so that the life-sustaining
refreshing water of calm abiding will rest in their heart. Darum heißt es weiterhin, mögen sie also Zuflucht nehmen zu Buddha, Dharma und Sangha, damit ihr Leben wie ein lebenserhaltender Tropfen Wasser ist, des ruhigen Verweilens, das in ihrem Herzen sich ausbreitet. May they gain everything they desire. Und mögen sie alles empfangen, was sie sich wünschen. So this is also for us a training in empathic attunement. Natürlich ist das auch für uns eine Übung da drin, in einen empathischen Einklang zu kommen. Can we imagine what it would be like to be a snake? Können wir uns vorstellen, was es bedeutet, eine Schlange zu sein? When the weather is good, you can go out in the country and lie on the ground and then wriggle around like a snake, see how you get on. Wenn das Wetter gut ist, kann man rausgehen aufs Land, sich mal auf die Erde legen und mal versuchen, sich so windend fortzubewegen und zu gucken, wie man da vorankommt. Sometimes just reading the words is a little bit thin. Manchmal ist nur die Worte zu lesen ein wenig dürftig. So you don't quite get the feeling of how it would be to be trapped in a body which only had that kind of movement. Es vermittelt sich einfach nicht das Gefühl, wie sich das anfühlen würde, wenn man in einem solchen Körper gefangen wäre, der sich nur so fortbewegen könnte. So when we do the Dzogchen practice of Rushen and we imagining ourselves in different environments with different kinds of bodies, as the different animals and so on. Wenn wir also im Dzogchen so eine Praxis machen wie Rushen, wo wir uns in verschiedenen Umfeldern uns vorstellen, ausgestattet mit verschiedenen Körpern, Tieren und Tierkörpern und so weiter. We want to have the direct feeling of these restrictions. Geht es ja darum, das direkte Empfinden dieser Einschränkungen zu gewinnen. This is to increase our wisdom and compassion. Das ist dazu da, damit unsere Weisheit und unser Mitgefühl anwachsen. If we stay open with the empty ground of being, then we're never trapped, however the physical situation. Wenn wir offen bleiben mit und in dem leeren Urgrund des Seins, dann gibt es nichts wie irgendeine Art von Falle, in die wir geraten könnten. And when we see how difficult it is, we can also develop compassion for all the beings who are in these situations. Und wenn wir gleichzeitig erkennen, wie schwierig eine solche Art des Gefangenseins sein kann, können wir entsprechend Mitgefühl für diese Wesen entwickeln, die sich in so einer Situation befinden. And increase our commitment to work for the benefit of those who cannot help themselves. Und hier wirklich unsere Entschlossenheit stärken, zum Nutzen all dieser Wesen zu arbeiten, vor allen Dingen für all jene, die sich selbst nicht zu helfen wissen. This is very frightening. Das ist was Beängstigendes. We are going to die. Wir werden sterben. There are many places to be reborn that would not be very nice. Und es gibt so viele Orte, an denen man wiedergeboren werden könnte, die nicht gerade schön sind. If we forget the realms that we don't have at the moment have direct contact with, Vergessen wir diese Daseinsbereiche, mit denen wir im Momentan keinen direkten Kontakt haben. if you just focus on the human domain and the animal domain, Und wir uns einfach nur mal auf den menschlichen Daseinsbereich und den tierischen Daseinsbereich fokussieren and you look around, und uns da umschauen, the hopes for human beings, the hopes that were around maybe 50 years ago of general improvements have not been fulfilled. sehen wir, dass die Hoffnungen der Menschen die vor 50 Jahren hegten in Bezug allgemeinen Fortschritt, sich nicht umgesetzt haben. And even if you're reborn in a nice bourgeois family with many resources, Selbst wenn man in einer netten bürgerlichen Familie geboren worden wäre, mit genügend Mitteln ausgestattet and you do the best with your practice, und sich in seiner Praxis redlich bemüht,
so that at the time of your death, you have successfully eaten 100,000 ice creams. Dass man zum Zeitpunkt seines Todes erfolgreich 100.000 Eisportionen vertilgt hätte. What is the benefit? Was ist der Nutzen davon? We need Dharma. Wir brauchen Dharma. But Dharma, true Dharma that speaks to our heart is more rare than gold. Aber der wahre Dharma, der wirklich unser Herz berührt, ist seltener als Gold. This is our chance. Dies hier ist echt unsere Chance. We have to examine ourselves. What are my obscurations? Wir müssen uns selbst prüfen und untersuchen. Wo bin ich trübe? Then he says, Marmedi Tuche Chembone Su Dangshin Sobaran Juchi De Tuche Chembo Dunga Shi Ne Yawa Jamso Number Trube Shu Dan Dambaran Jushi. May the light of this lamp illuminate the realm of the great reptiles. May their sufferings be removed. Dann heißt es hier weiter, möge das Licht dieser Lampe den Daseinsbereich der gigantischen Reptilien erhellen, mögen ihre Leiden beseitigt sein. So, these giant reptiles come in different forms. They can be seen swimming on the bottom of the ocean. Many of the deep sea creatures can be considered in this way. Und diese gigantischen Reptilien können in unterschiedlichen Formen daherkommen, zum Beispiel schwimmend am Grunde der Ozeane. Viele der Tiefseelebewesen werden wohl hier rein in diese Kategorie gezählt. But usually they're quite vulnerable, like walruses. Allgemein aber sind die wirklich ja eigentlich sehr verletzlich, wie Walrösser zum Beispiel. Because when modern Western people arrived, they weren't hunting the walrus with a bow and arrow. Denn als die westlichen Jäger dort an ihren Lebensgründen ankamen, haben sie diese Tiere ja nicht mit Pfeil und Bogen gejagt. They could shoot them with a high-powered rifle at a distance. Sondern sie haben sie einfach mit Gewehren, die auf lange Distanz schießen konnten, geschossen. If no one values your existence, Wenn keiner, how will you survive? wenn auf deine Existenz niemand Wert legt, wie kannst du dann überleben? All over the world, species are being killed off by human behavior. Denn die ganze Welt gibt es Spezies, die aufgrund des menschlichen Verhaltens sterben. So the Dharma is something to work with, something to apply to the world that you experience and to apply to yourself as you experience yourself. Das heißt, damals etwas, womit wir arbeiten, etwas, was wir anwenden auf die Welt, in die wir leben, auf unsere eigenen Lebensumstände, auf unsere eigenen Erlebnisse und Erfahrungen, die wir machen. So it says, may they gain the magical power to abide in oceans of great happiness. Hier steht dann weiter, mögen sie die magische Kraft gewinnen, in den Ozeanen des Glücks zu verweilen. I think many whales would like to have that power. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Wale diese Kraft oder Macht wünschen würden. With our obsession with knowledge, we have all these satellites up in the sky, scanning the sky, the earth, the oceans, trying to work out what is going on. Weil wir so besessen sind von Wissen und der Ansammlung von Wissen, haben wir all diese Satelliten in den Orbit geschickt, die den Himmel absuchen, die Erde absuchen, die Ozeane absuchen. With the collapse of the Berlin Wall, there was the beginning of the end of the Stasi state.
Im Zuge des Fallens der Berliner Mauer war das auch das Ende des Stasi-Staates But oder der Anfang davon. we live in a Stasi world now. Jetzt leben wir allerdings in einer Stasi-Welt. CCTV is everywhere. People are checking on what you're doing, why you're doing it. Also die öffentliche Videoüberwachung auf den Straßen gibt es überall und überall wird gecheckt, warum wir Menschen die Dinge tun, die wir tun. Every aspect of our lives can be assessed mathematically. Und jeder Teil unseres Lebens kann mehr oder weniger mathematisch bewertet werden. So we truly pray, may all these great snakes and whales and deep sea sharks gain the magical power to hide away from interrogation and be at home in the ocean of happiness. Und darum beten wir wirklich und wahrhaftig, mögen all diese großen Schlangen, die Wale, die Tiefseehaie sich verbergen können von der allgemeinen Ausräuchung und in den Tiefen der Ozeane des Glücks verweilen. And he says, Marmedi Zambolingi Chinepe, La Data, Lu Da, Sadagi Jalpo, Patili, Da, Saye Jamo Chambo Dan, Jamso Chambo Dan, Su Chen Dan, Sin Dan, Chumpala, Nipar Gida, Lu Chambo Da, Lu Chamo Da, Chunmi Da. Lumana Nepeda, Gangri Tumbe Gila Neparada, Rina Boda Yada Shada, Parida, Na Chemboda Shinchida, Sulakan Dance, Chuten Dan, Trunkena, Juna Nepara Nesu Nangshin Salwaran Jushi. So he says, may the light from this lamp illuminate the areas beyond the continent of Jambudvipa, occupied by land gods, local gods, Nagas, Pitali, the king of the land gods, the great queen of the land, and the gods and denizens of oceans, seas, ponds, and wells, big rivers, small rivers, springs, seasonal ponds, and those who stay at the high glacial streams, black mountains, slate hills, water meadows, hill fields, big forests, solitary trees, temples, stupas, cities, and villages. May all those who stay in these places be illuminated. Und so heißt es hier weiter im Text, möge das Licht dieser Lampe alle Regionen jenseits des Kontinents Jambudvipa erhellen, der bewohnt und belebt wird von Landgöttern, lokalen Gottheiten, Nagas, von Pitali, dem König der Landgötter, der großen Königin des Landes und den Göttern und Bewachern der Ozeane, der Meere, der Teiche, der Quellen, der großen Flüsse, kleinen Flüsse, der kleinen Quellen oder der Brunnen, der zeitweilig überfluteten Gebiete und deren und all jenen, die dort in den hohen Gletscherströmen leben, in schwarzen Bergen, auf Schieferhügeln, in Auen, auf Hügelfeldern, in großen Wäldern, an einsam stehenden Bäumen, in Tempeln, Stupas, Städten und Dörfern, mögen all sie, die an diesen Orten leben, erhellt sein. Now, he could just have said everywhere. Er hätte ja hier auch sagen können, einfach überall. But by listing all these places, he's encouraging us to be curious. Aber dadurch, dass er all diese einzelnen Orte aufführt, ermutigt er uns dabei, neugierig zu sein. What's it like to be a snail? Wie ist es denn, wenn man eine Schnecke ist? What's it like to be an insect that lives for only one day?
Wie fühlt sich's an, ein Eintagsinsekt zu sein? with very little conceptual elaboration in the mind, just the immediacy of sensation and the wind and so on. Mit kaum Gedanken im Geist, einfach nur die augenblicklichen Empfindungen von Wind und so weiter zu spüren. So when we look at these creatures and we remember that we also have the capacity to be born there. Wenn wir diese Kreaturen anschauen und uns daran erinnern, dass wir auch eventuell dort wiedergeboren werden könnten. This text is bringing you some shocking news. Dieser Text hält uns quasi in schockierender Weise Nachrichten oder Neuigkeiten vor Augen. You are not inherently a human being. Denn dass wir nicht in uns selbst ein menschliches Wesen sind von selbst. Being a human being arises due to causes and circumstances. Sondern Menschsein entsteht aufgrund von Ursachen und Bedingungen. If you have this good fortune, it's certainly probably more useful for Dharma than being born as a frog or an insect. Hat man dieses Glück, ist das mit Sicherheit nützlicher oder wahrscheinlich nützlicher für den Dharma, als wären wir als Frosch wiedergeboren oder als ein Insekt. But even if you're born as a human, many bad things can happen. Aber selbst wenn man als Mensch wiedergeboren wird, können viele schlechte Sachen passieren. The tradition of understanding of karma is very precise. If you plant wheat, you get wheat. If you plant oats, you get oats. In der Tradition wird die Wirkungsweise von Karma sehr präzise beschrieben. Sät man Weizen, erntet man Weizen. Sät man Hafer, erntet man Hafer. If you plant bad deeds, selfish thoughts, me first, pushy aggressivity, the result will not be fine. Wenn man quasi Egoismus sät, ich zuerst und aggressiv und forsch daherkommt, dann wird das Ergebnis, die Ernte entsprechend nicht schön sein. And if you practice virtue, if you're kind, if you help the weak, if you help the sick, if you are thoughtful about the impact of your actions on other people, this will ripen as a good rebirth. Und wenn man stattdessen versucht, tugendhaft sich zu verhalten, wenn man zugewandt ist, versucht, sich darum bemüht, Schwachen zu helfen, Kranken zu helfen und sich auch der Wirkungsweise der eigenen Handlungsweisen immer wieder bewusst ist, dann wird das zu eher guten oder günstigen Wiedergeburten führen. If you truly open to the openness, the unborn openness of the mind, ist man wirklich für die ungeborene Offenheit des Geistes offen, then you no longer identify as a subject or an object. dann hört man auf, sich als Subjekt oder Objekt zu betrachten. But as long as you do identify as this person, Solange man aber davon überzeugt ist, ich bin diese Person, if you review your life, clearly in interactions, sometimes you have been more subject and sometimes more object. wenn man da mal auf sein Leben schaut, ist es eindeutig, dass man manchmal mehr in der Rolle des Subjekts, manchmal mehr in der Rolle des Objekts gewesen ist. You can act, but you are also acted on. Man kann handeln, aber man erfährt auch die Wirkung des Handelns anderer. So that's why the teaching always say, as long as you are under the power of duality, ethics must be your principal concern. Darum wird in den Unterweisungen immer wieder darauf hingewiesen, dass man, solange man sich in diesem dualistischen Kontext bewegt, ein ethisch angemessenes Verhalten wirklich uns am Herzen liegen muss. In terms of the law, you can get away with it. Bezüglich der Gesetzgebung kann man Glück haben und davon kommen. Many powerful people are never punished. Viele mächtige Menschen werden nie zur Rechenschaft gezogen, nie bestraft. At least in their present life. Zumindest in ihrem gegenwärtigen Leben. But you cannot escape karma.
Dem Karma aber kann man nicht entfliehen. So it's vital to consider all these different possibilities and places and make a strong decision. Not only will I not go there myself, but I will empty these places of those who are trapped by their own bad actions. Und darum ist es notwendig, wirklich diese Entschlossenheit zu entwickeln, nicht nur dazu, diese Handlungsweisen selber nicht mehr auszuführen, sondern die an eine Wiedergeburt an solchen Orten bringen könnten, sondern außerdem entschlossen zu sein, all den Wesen, die dort gefangen sind, in diesen Bereichen, die aus diesen Handlungen entstehen, ihnen zur Seite zu stehen und an ihrer Befreiung mitzuwirken. So at the end, he's saying, may each of these beings have their own particular confusions removed. Darum sagt er hier im vorletzten Satz, vorvorletzten Satz, möge jedes dieser Wesen erleben, dass seine und ihre besondere Verwirrung beseitigt wird. Whatever situation we're in, whether we're young and beautiful and everyone wants to sleep with us, or we're old and tired and people just blank us in the street. Und das bedeutet ganz gleich, in welcher Situation wir uns befinden, ob wir vielleicht hübsch sind und schön, jung und jeder mit uns ins Bett gehen will oder wir alt sind und die Leute auf der Straße uns völlig ausblenden. We have to see that in the first case, it's not because, oh, I am so special. Müssen wir erkennen, dass wenn das Erstere der Fall ist, dass es nicht ist, weil ich so besonders bin. Or in the second situation, oh, this is a sign I am so unspecial. Nobody likes me or is interested in me. Und im zweiten Fall müssen wir sehen, dass es nicht darum geht, dass an dieser Stelle wir so nichtig wären und dass niemand uns mögen könnte. So the particular confusions of each situation is our tendency to take the shape of our existence at any time as being the truth of our existence. Und das bedeutet, die Arten und Weisen, wie unsere Verwirrung sich äußern, sind geleitet davon, dass wir ständig die Form unserer Existenz verwechseln mit unserer wahren Existenz. There is no substantial truth to anyone's situations. Es gibt überhaupt keine substanzielle Wahrheit, die intrinsisch wäre in irgendjemandes Lebenssituation. So we want them to be free of confusion, but also may they have unchanging faith in the three jewels. Das heißt, wir wünschen uns sehr, dass diese Wesen frei sind von dieser Verwirrung, aber außerdem auch unwandelbares Vertrauen in die 3 Juwelen haben. Was the unchanging faith in the three jewels, in the Buddha, Dharma, and Sangha, goes a very, very long way. Dieses unwandelbare Vertrauen in die 3 Juwelen, Buddha, Dharma und Sangha, hat eine sehr großen Langzeitwirkung oder kommt über einen sehr langen Weg zustande. It's an infinite vehicle to carry us as far as we need to go. Denn das ist ein Fahrzeug, das uns exakt genau so weit bringt, wie lange es auch immer dauern mag, wie wir unterwegs sein müssen. So if we focus on things in the world, if we say, may there be peace in the Ukraine. Nehmen wir zum Beispiel weltliche Sachen in den Fokus. Zum Beispiel sagen wir, möge in der Ukraine Frieden herrschen. May there be resources for repairing the effects of war in the Ukraine. Möge es genügend Mittel geben, um die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine wieder zu reparieren und zu beseitigen. May all the landmines in Ukraine cause no harm to innocent people. Mögen all die Landminen in der Ukraine keine unschuldigen Menschen verletzen. May free Ukraine have a climate which is not too hot in the summer, not too cold in the winter. Und möge die befreite Ukraine sich eines Klimas erfreuen, das im Sommer nicht zu heiß und im Winter nicht zu kalt ist.
That is to say, when you think of a specific situation, there's no Darum, end to the number of requests you want to make. das veranschaulicht hier, dass sobald wir uns auf eine konkrete Situation beziehen und die Dinge, um die man bitten möchte, endlos sein können, die Liste. Because in samsara, it's never quite right. Denn im Samsara ist es nie wirklich richtig gut. So don't be pulled into reactivity by the ever-changing turbulence of the world. Lasst euch also nicht in irgendeine Reaktivität oder automatisierte Reaktion hineinziehen durch die tumultöse, ständige Wandlung und Veränderung der Situationen der Welt. Then he says, may they gain an altruistic intention towards enlightenment and establish the cause of liberation. Hier sagt er dann im letzten Satz des Abschnittes, mögen Sie eine altruistische innere Ausrichtung gewinnen gegenüber Erleuchtung und die Ursache für die Befreiung wirklich setzen oder legen. Oh, may they become bodhisattvas. May they really step out of their egoic self-concern and be available to work for the benefit of all. Das heißt, mögen Sie Bodhisattvas werden, mögen Sie aus dieser ständigen Verstrickung dass man nur das eigene Zentrum seiner Sorgen ist, mögen Sie daraus hervortreten, hinein in den Wunsch und die Umsetzung dessen, für andere von Nutzen sein zu können. And this establishes the cause of liberation for the manifestation of the Sambhogakaya and the Nirmanakaya. Und dies ist hier wirklich, sind die Ursachen der Befreiung sozusagen, die dann führen zur Manifestation vom Sambhogakaya und Nirmanakaya. But we also need to follow the path of wisdom and open directly to our own unborn ground. Wir müssen auch dem Pfad der Weisheit folgen, uns wirklich direkt öffnen für unseren offenen, ungeborenen Urgrund. And then we have the clarity we need. Dadurch erwächst uns die Klarheit, die wir brauchen. So then he says, Gyabosa gi lape, mame monlangi de ze. This concludes the aspiration of King Golden Hand. Dann sagt er, dieses schließt das Wunschgebet des Königs Goldene Hand ab. Oh. What is our Dharma life worth? Was ist denn unser Dharma-Leben wert? What are we willing to sacrifice for it? Zu welchen Opfern dafür sind wir bereit? Many people sacrifice their holidays in order to go to retreats. Zum Beispiel opfern viele Leute ihre Ferien, um ins Retreat zu gehen. Might find difficulties in family life because their partner doesn't want them spending so much time in study and practice. Vielleicht kommt es dadurch, dass sie viel Freizeit auf Studium und Praxis verwenden, zu Schwierigkeiten mit Partnerinnen oder Partnern in ihrem Familienleben. So it's a real question for us. What am I willing to give up to have more Dharma in my life? Das heißt, diese Frage stellt sich uns ganz persönlich. Was bin ich bereit aufzugeben, damit ich in meinem Leben mehr Dharma haben kann? Now, because we're looking at the moment through a dualistic lens, Da wir derzeit durch die dualistische Brille sehen, the question becomes one of either or. ist das für uns scheinbar eine Frage des Entweder-Oder. Either I play football with my children in the park or I take some time to meditate. Entweder gehe ich mit meinen Kindern im Park Fußball spielen oder ich nutze die Zeit zum Meditieren.
So this is this sets you up for many difficult, painful choices. Und das stellt uns dann vor viele schmerzhafte Entscheidungen. If I take care of my kids, then I'm betraying my Dharma life. If I take care of my Dharma life, then it's as if I'm betraying and abandoning my kids. Wenn ich mit meinen Kindern spiele, dann ist es, als ob ich den Dharma oder mein Dharma-Leben betrüge sozusagen. Widme ich mich dem Dharma, dann ist es, als ob ich meinen Kindern was wegnehme, meine Kinder betrüge. So we have to remember that the approach that we've been reading here in this section of the book is a view. Darum ist es wirklich wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass dieser Ansatz, den wir hier in dem Buch lesen, eine Sichtweise ist. There are 9 yanas or vehicles or ways of proceeding. Es gibt ja 9 Yanas, 9 sogenannte Fahrzeuge oder Arten und Weisen, wie man vorgehen kann. And each has a view. Und zu jedem dieser 9 gehört eine Sichtweise. So this view is based on being clear there are good things to do, Dharma things to do, and bad things to do, non-Dharma things to do. Und diese Sichtweise hier beruht darauf, dass es eindeutig ein Unterschied zu machen ist, dass es Dinge gibt, die gut sind, die Dharma-Sachen zum Beispiel, und dass es Dinge gibt, die man nicht tun sollte, die nicht dharmischen Sachen sozusagen. But then it's as if there is a samsara commodity and a Dharma commodity. Dann ist es aber so, als ob es quasi Samsara und Dharma-Bewertung oder Wertsysteme gibt. And if I pick up the samsara commodity, playing football in the park, my hands are filled, so I can't hold on to Dharma at the same time. Ach so, ich habe es falsch übersetzt. Also als ob es Dharma als Ding gäbe und als ob es nicht Dharma, unser gewöhnliches Leben als Ding gäbe. Und wenn ich zum Beispiel im Park gehe und Fußball spiele und quasi einen Fußball in der Hand habe, dann kann ich kein Dharma mehr in die Hand nehmen, kein Dharma-Ding. But when we turn our mind to the view of Dzogchen, Richten wir unseren Geist aber im Dzogchen aus, it is focused on non-duality, ist unsere Sichtweise auf die Nichtdualität so gerichtet. that we can access both this and that. Dass wir also gleichzeitig sowohl hierzu als auch dazu Zugang haben. It's not an either-or choice, Es ist also keine Entweder-oder-Frage. because if we go deeply into the Dharma Denn wenn wir tief in den Dharma hineingehen, and we see that from the very beginning, I myself have no personal substance, erkennen wir, dass von Anfang an ich persönlich keine wirkliche Substanz habe. so in the springtime in London, you can see plants shooting up because of the sun and the rain. Im Frühling kann man zum Beispiel in London wirklich die Natur explodieren sehen wegen des Sonnenscheins und des Regens. So we see these, I don't know, tulips, for example. Zum Beispiel Tulpen. Look how they grow. Schauen wir mal, wie wachsen die? They grow by incorporating non-tulip. Sie wachsen, weil sie quasi das Nicht-Tulpe-Sein auch verkörpern. They take minerals from the earth, water from the earth. Weil sie Mineralien aus der Erde ziehen, Wasser aus der Erde ziehen. They turn the non-tulip into tulip. Und so die Nicht-Tulpe in Tulpe wandeln. And if we leave them growing, gradually the petals fall off. Wenn wir sie weiter wachsen lassen, fallen irgendwann Zug um Zug die Blätter ab. And the stalk and the leaves start to collapse. Und der Stängel und also die Blütenblätter fallen ab, der Stängel und das Grünblatt fangen an zu kollabieren und zu rotten. And then they rot. Und dann verwesen sie, verfaulen sie. And this nutrition goes into the earth. Und
dann zieht quasi oder geht das, was daran nahrhaft ist, wieder in den Boden hinein. So this is the same for us. Für uns ist das genauso. The mother is able, with the fetus inside her body, to not interrupt the flow of nutrition from the mother's body into the baby. Während die Mutter den Fötus in ihrem Körper trägt, wird halt der Fluss der nahrhaften Elemente sozusagen, der von der Mutter dem Fötus zufließt, nicht unterbrochen. So the child is made from mother. Das Kind ist also aus Mutter gemacht. It's not made from itself. Ist ja nicht von sich selbst, aus sich selbst heraus gemacht. And the mother is nurtured by the 5 elements. Und die Mutter wird von den 5 Elementen zusammengehalten. The child is born and starts to grow and becomes more independent. Das Kind wird geboren, fängt an heranzuwachsen, wird unabhängiger. I am independent. Ich bin unabhängig. I'm just me. Ich bin nur ich. And then if you get old, Wenn man dann alt wird, then like me, you have to depend on the doctors and the tests which are done. muss man, so wie ich auch, sich verlassen auf Ärztinnen und Ärzte, auf die Tests, die gemacht werden. I've been living in my body for a long time. Ich habe ja seit langer Zeit in meinem Körper gelebt. And somehow it always felt like my body. Irgendwie hat er sich auch immer wie mein Körper angefühlt. But now I have to go to the hospital and go into a scanner. Jetzt muss ich aber ins Krankenhaus, muss in die Scannerröhre. And then afterwards, I'm told the result. I'm told about my body. Und danach wird mir ein Ergebnis eröffnet. Ich werde also über meinen Körper informiert. So what about the body that I know? Was ist denn aber mit dem Körper, den ich kenne? The doctor has access to a body called James's body, but it's not really my body. Der Arzt oder die Ärztin hat also Zugang zum Körper, der den Namen James trägt. Das ist aber nicht wirklich mein Körper. So, but both, because I'm a bit sick, I need the help of the people who see the body of James, which is not directly accessible to James. Aber weil ich ein bisschen krank bin, bin ich auf die Hilfe der Leute angewiesen, die den Körper von James in einer Weise sehen, zu dem ich als James eigentlich gar nicht so richtig Zugang finde. So now the doctor's idea of James's body seems more important than James's idea of James's body. Und jetzt scheint die Idee, die ein Arzt oder eine Ärztin von James' Körper hat, wichtiger zu sein als die Vorstellung, die James selbst von seinem Körper hat. Then we see, due to causes and conditions, James has been able to live for a long time in the delusion that this body is James's body. Und dann kann man erkennen, aufgrund des Zusammentreffens von Ursachen und Bedingungen war es James lange Zeit vergönnt, in der Vorstellung und auch Täuschung zu leben, sein Körper wäre das, was er als James Körper empfindet. I am situationally James or circumstantially James. Ich bin quasi Umstände halber James. But I am not inherently James. Ich bin aber nicht eigenständig James. So this is where we see the nature of rebirth again and again, influenced by our karma and our unawareness, brings us to many, many experiences which we identify with. Und das heißt, wir können das Wesen der Wiedergeburt hier deutlich erkennen, basierend auf Karma, basierend auf unserem eigenen Nicht-Gewahrsein, das uns jeweils die verschiedenen Situationen, in denen wir uns empfinden, entsprechend interpretieren und wahrnehmen lässt. When we watch the birds flying in the sky, especially maybe the swifts or the swallows,
Sehen wir den Himmel, im Himmel den Vögeln beim Fliegen zu, vor allen Dingen hier den Mauerseglern und den Schwalben. How do they do it? Wie machen die das? It's amazing. Das ist irre. I can't imagine flying like that. Ich kann mir gar nicht vorstellen, so zu fliegen. And it could be that when they look at me, they think, wow, how do you do that walking? Und wenn Sie vielleicht mich anschauen, ist vorstellbar, dass Sie überlegen, boah, wie kann man denn so laufen? When we find ourselves identified in a particular situation, Erkennen wir oder empfinden wir uns in einer bestimmten Situation, mit der wir uns identifizieren, it feels like just me. fühlt sich das einfach nur wie ich an. So this kind of text is saying, look again and again. Everything arises in dependent origination. Dieser Text hier aber hebt quasi immer wieder, mahnt den Finger und sagt, nee, guck doch noch mal genauer hin, denn alles tritt in Erscheinung aufgrund von Ursachen und auch in Abhängigkeit von Faktoren. Due to the interaction of complex causes, you manifest in your present form for a while. Aufgrund der Interaktion komplexer Ursachen manifestieren wir diese gegenwärtige temporäre Form. So then there is a colophon written where it says, by the sponsoring of these lamps and the offering of this transient display, may I and all the infinite sentient beings be reborn at the feet of Buddha Dipankara. Dann gibt es hier den Abschluss, der heißt, dadurch, dass ich durch Spenden dieser Lampen und der Gaben dieses vergänglichen Präsentation mögen ich und alle die unendlichen fühlenden Wesen wiedergeboren werden zu Füßen des Buddha Dipankara. So, offering, this is about burning lamps. If somebody dies, it's quite common to burn as many lamps as you can afford. It could be just one, or it could be 1,000 or more. Hier geht es also konkret um das Darbringen von Butterlampen. Das ist ein sehr gängiges Ritual, zum Beispiel wenn jemand stirbt, dass man so viele Butterlampen spendet, wie einem das möglich ist, ob es eine sei oder 1.000. And we hope that this will benefit the person. We dedicate the merit of the burning of the lamp for the other. Und wir hoffen, dass das dieser Person helfen wird. Wir widmen den Nutzen dieser Lichtspende, so möchte ich es mal kurz nennen, der verstorbenen Person. By this virtue, may I and all sentient beings gain enlightenment at the feet of Buddha Dipankara. Möge durch diese tugendhafte Handlung ich und alle die endlosen fühlenden Wesen wiedergeboren werden zu Füßen des Buddha Dipankara. May we gain perfect Buddhahood and become benefactors of all beings. Mögen wir vollkommene Buddhaschaft verwirklichen oder erlangen und für alle Wesen, zu allen Wesen nützlich sein. So if someone dies, someone close to you, it's very useful to read this practice. Wenn zum Beispiel jemand, der uns nahe steht, stirbt, ist es sehr nützlich, diese Praxis zu lesen. And reflect on who it is who has died. Und nochmal genau sich vor Augen zu halten, wer das eigentlich ist, der da gestorben ist. Say your mother has died. Zum Beispiel ist vielleicht unsere Mutter verstorben. You might have felt very close to your mother. Vielleicht hat man sich ihr sehr nahe gefühlt. What is quite difficult then is to realize that my mother was only my mother due to causes and circumstances. Was in dem Moment schwierig ist zu erkennen, ist, dass meine Mutter ja nur meine Mutter war aufgrund von Ursachen und Bedingungen und das auch nur für eine Zeit so sein konnte. Not just that she became pregnant with me on the basis of having sex with my father.
Ganz abgesehen davon, dass ich quasi nur meine Mutter geworden ist, weil sie mit meinem Vater Sex hatte. But she took on a human form according to as the result of having accumulated sufficient good karma for that. Sondern eben auch, dass sie eine menschliche Gestalt selber angenommen hat aufgrund eines genügend guten Karmas. And as she moves into death, the patterning of her karma is different from the time when she moved into birth. Und dass jetzt, wo sie in den Tod hineingeht, ihr Karma sich in anderen Mustern gestaltet, als es das tat zu dem Zeitpunkt, als sie ins Leben kam. And so there is a potential to go into many different forms. Und daher besteht die Möglichkeit, dass sie verschiedenste unterschiedliche Formen potenziell annehmen könnte. So my human mother was only human due to circumstances. Das heißt, meine Mutter war nur Umstände halber ein Mensch. I also am only human due to circumstances. Auch ich bin nur Umstände halber ein Mensch. I have some stability in my knowledge of how the world is, the culture of my country, and so on. And so I'm able to make choices and navigate a reasonable life for myself. Ich habe quasi eine gewisse Sicherheit gewonnen hinsichtlich dessen, was im Rahmen meiner Kultur Menschsein bedeutet. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, innerhalb dieses Kontextes sinnvolle, teilweise sinnvolle Entscheidungen auch zu treffen. But imagine when you die. Aber stellen wir uns vor, wir sterben. This body, this point of reference, this seemingly stable base for your emergence into the world, this is dissolved. Wird dieser Körper, dieser Bezugspunkt, der Anfangspunkt sozusagen und der Bezugspunkt, auf den bezogen wir uns überhaupt in die Welt hineinbewegen, sich auflösen. You're blown by the winds of karma, the tendencies which manifest. Getrieben von den Winden des Karmas, von den Neigungen, die sich dann manifestieren. Who will help you at that time? Wer hilft dir zu dem Zeitpunkt? Not your own actual parents, not your friends, not your colleagues. Nicht deine eigenen gegenwärtigen Eltern, nicht deine Freunde, deine Kolleginnen, Kollegen. You've lost access to them. Du hast jeden Zugang zu ihnen verloren. You are alone. Du bist allein. And it's scary. Und das ist beängstigend. There are choices to be made. Man muss auch da Entscheidungen treffen. According to the tradition, if you're going to be born human, you wander in the bardo like a long tunnel, and then you see a couple having sex. Gemäß der Unterweisung in den Traditionen wird gesagt, dass man eine menschliche Wiedergeburt erlangt, wenn man während des Bardos eine Empfindung hat, irgendwann durch einen langen Tunnel zu gehen, wo man dann am Ende zwei Menschen in einer sexuellen Begegnung sieht. Maybe they're not the best couple in the world. Vielleicht ist das gar nicht das tollste Paar der Welt. But if you've spent your life drinking every bottle of wine that was placed in front of you and watching endless porn movies. Aber wenn man sein Leben damit verbracht hat, jede Flasche Wein, die einem hingestellt worden ist, auch auszutrinken und endlos Pornos geschaut hat, then your power to resist the arising excitement, ooh, I want that, will be very little. dann wird man dieser aufkommenden Aufregung und Erregung, das auch zu wollen, wenig entgegenzusetzen haben. So that's why we have a chance. Darum haben wir eine Chance. We are alive. Wir sind noch lebendig. We can study and practice Dharma. Wir können den Dharma studieren und üben, praktizieren. We can observe our own impulsivity. Wir können unsere eigene Impulsivität beobachten. The pull to eat when we want to eat and drink when we want to drink. Dieser Drang, der sich entfaltet, wenn was zu essen, wenn wir essen wollen. Der Drang, der sich entfaltet, wenn wir was trinken wollen, dann was zu trinken. This may be pleasurable in the moment. In dem Augenblick mag das vielleicht sich gut anfühlen.
But if you always follow your impulse, it is unlikely that you will see that the impulse has no truth to itself, no inherent existence. Wenn man aber daran gewöhnt ist, immer jedem Impuls zu folgen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass man beginnt zu erkennen, dass Impulse selbst überhaupt keine inhärente oder keine eigenständige Substanz haben. Again, we follow the middle way. Wir wiederum folgen hier dem mittleren Weg. Not too tight, not too much imposition of rules and regulations. Nicht zu eng, nicht zu streng, nicht zu viele aufgezwängte Regeln. But also not too loose so that we're not chaotic and all over the place. Aber auch nicht zu lax, sodass wir einfach nur chaotisch uns verlieren. So with that, we are able to sit in the practice. Dadurch sind wir dazu in der Lage, in der Praxis zu sitzen. Thoughts arise. Und Gedanken aufkommen. And they pass. Und vergehen wieder. We can know this intellectually. Das können wir intellektuell erkennen. But as long as our dualistic interpretation is strong. Are you there? Gone. Anyway, I continue, but as long as our intellectual, maybe our intellectual understanding is strong, but as long as our impulses keep driving us, then it's very difficult. Therefore, we must go into the practice and sit relaxed and open and not go under the power of impulses. So, I'm sorry, I just lost the connection for a moment. I didn't hear you. So I heard from what you say, not going under the power of impulses. Yeah, that's enough. Now we take a break and we come back at 1:45. Good. Okay, es tut mir leid, ich habe gerade die Verbindung hier verloren und bin jetzt wieder da. Es geht auf jeden Fall darum, nicht den Impulsen wehrlos ausgesetzt zu sein. Wir machen eine kleine Pause und wir machen, at what time do we start again? 1:45. Okay, also um 4:45 hier in Deutschland, 4:45 machen wir weiter. Dankeschön. Thank you, I'm sorry. Good. We have a break. Ja. Okay. Gut. I'm just trying to find Kati. Ich versuche Kati zu finden. I'm here. Okay, but where is here? There is your here. Okay. Good. Okay. All right. Good. So last weekend we did all the different sections of the practice. Am letzten Wochenende haben wir uns mit den unterschiedlichen Teilen der Praxis beschäftigt. And we were imagining that we had turned into this Dakini, who then manifested many different offering goddesses. Wir haben uns vorgestellt, dass wir diese Dakini seien, die verschiedene Opfergöttinnen manifestiert hat dann. And so that was a kind of clear beginning. Das war also ein eindeutiger Anfang. But here it's not so clearly defined. Hier ist das jetzt nicht so eindeutig. So if you were going to do this intermediate section on the Sutra of King Golden Hand, wenn man jetzt hier so vorgehen würde, dass man eben diese eingeschobene Sutra von König Goldener Hand macht, you would be not in the visualization of yourself as the Dakini. Würde man sich nicht selbst als in Form der Dakini visualisieren. Nor for the final section that we're just going to go into. Und auch nicht im abschließenden Teil, in den wir jetzt hineingehen. So we started with
I am the red Dakini. From my heart comes the white Dakini. From her radiate the many different offering goddesses. Und wir haben uns ja vorgestellt, ich bin die rote Dakini, aus ihrem Herzen tritt die weiße Dakini hervor, aus der wiederum die verschiedenen Opferungsgöttinnen treten mit den verschiedenen Substanzen. This is the play of the mind. Das ist natürlich die Vorstellungskraft des Geistes. I imagine that I am James. Ich stelle mir vor, ich bin James. I imagine that I am the red Dakini. Ich stelle mir vor, dass ich die rote Dakini bin. And all the stages. Und eben all die Stufen. This is the patterning of the potential of our mind. So ist quasi das Potenzial unseres Geistes in diesem Moment gemustert. If we are all imagining that we become the red Dakini, Wenn wir uns alle vorstellen, dass wir die rote Dakini werden, this will arise in a different way for all of us. wird das für uns alle eine andere Auswirkung haben in der Form, wie es für uns erscheint. There is no objective out there existing in itself, red Dakini. Es gibt ja dieses quasi äußere Objekt, das definiert oder aus sich heraus als rote Dakini existiert gar nicht. But neither is there in here a self-existing James. In gleicher Weise gibt es aber auch hier drin keinen eigenexistenten James. Everything is a potential for shape-shifting, for finding patterns which fit the current circumstances. Alles ist ja ein Potenzial, eine Veränderung von Formen, von Mustern, die sich bilden, um dem gegenwärtigen Umständen zu entsprechen. So, in an instant, you can dissolve out of being the red Dakini with the white Dakinis and so on, and you're just in your ordinary imagined form. In einem Augenblick stellt man sich also vor, man ist die rote Dakini, aus der die weiße Dakini hervortritt und so weiter. Das heißt, man ist in diesem Augenblick sofort in seiner vorgestellten Form. It's not that you were your ordinary self, then you become this special Dakini and you go back to your ordinary self. Und das ist eben nicht so, dass man in Wirklichkeit das gewöhnliche Selbst ist, dann diese Vorstellung pflegt und dann wieder zurück sich verwandelt in sein gewöhnliches Selbst. We have no real self. Wir haben ja kein wahres Selbst. What I call myself is a formation according to circumstances. Das, was ich als Ich bezeichne oder als Selbst bezeichne, formt sich gemäß der Umstände. It depends on the many factors that operate in any moment. Und in Abhängigkeit von den vielen verschiedenen Faktoren, die jeweils in dem Moment aktiv sind. It is because I am not a thing that I can manifest as the red Dakini. Weil ich kein Ding bin, kann ich mich als rote Dakini manifestieren. And being the red Dakini is not a better kind of thing. Und die rote Dakini zu sein, ist keine bessere Sache. It is a kind of aesthetic appreciation of the plasticity of our potential, that it can shift and move. Es ist einfach ästhetisch gesehen eine Wertschätzung hinsichtlich des plastischen Potenzials, wie wir uns in Formen wandeln, verändern können. So, on releasing or dissolving or observing the vanishing of the red Dakini, Und wenn die rote Dakini sich auflöst, vielmehr, wenn wir das mitbekommen, beobachten, betrachten, I'm here with this illusory form. bin ich wieder quasi bei dieser illusionären Form And hier. this is central for us.
Und das ist entscheidend für uns. The form is the showing. Form ist ja das, was sich zeigt. Whatever that is for you, whether it's bright or dull or clear or small or big, Ganz gleich, wie das für euch jeweils ist, strahlend oder dumpf, klar oder groß oder klein. there is no ideal form. Es gibt gar keine ideale Form. If you see a painting of a red dakini, that's someone else's idea. Wenn wir ein Gemälde einer roten Dakini betrachten, ist das die Vorstellung von einer anderen Person. If we've done previous practice with Padmasambhava, we are Padmasambhava. Wenn wir die vorherige Praxis mit Padmasambhava gemacht haben, sind wir Padmasambhava. It doesn't mean that we need to try to look like Padmasambhava. Das bedeutet nicht, dass wir versuchen müssen, so auszusehen wie Padmasambhava. Padmasambhava is appearance and emptiness. Denn Padmasambhava ist Erscheinung und Leerheit. And our inner sense of Padmasambhava is clarity and emptiness. Und so ein inneres Empfinden von Padmasambhava ist Klarheit und Leerheit. And our awareness, which allows us to have the experience, is awareness and emptiness, or Rikton. Und das Erkennen, das Gewahrsein des Erlebens von Padmasambhava ist die Vereinigung von Gewahrsein und Leerheit, Rikton. And we have the similar, if you were there on Wednesday with the Medicine Buddha practice. Als ihr am Mittwoch dabei gewesen seid, finden wir genau das Gleiche bei der Medizin-Buddha-Praxis. You have a similar experience. Da ist ein ähnliches Erleben, eine ähnliche Erfahrung. You're doing the recitation of the mantra and then kind of it stops. Wir rezitieren das Mantra und dann hört es auf. What happens to the visualization? Was geschieht dann mit der Visualisation? So I will write something about that and it'll go up on the website soon. Ich werde demnächst auf der Webseite dazu was schreiben noch. When you visualize, it's like making sandcastle. Wenn man was visualisiert, ist, als ob man a sandcastle, did you say that? No. Sandcastle, yeah. Ja, eine Sandburg baut. So when you're a kid, you get a little bucket and you put the sand inside and you tap it down and then you turn it upside down and you get a little dome. Und wenn man ein Kind ist, dann macht man sein Eimerchen voll mit Sand und dann stülpt man das um und stellt diese Form dann auf den Strand und so macht man weiter. So if the sand is not too dry so that it just is individual grains and not too wet so that it's very heavy, the shape of the mold will continue for a while. Und wenn der Sand nicht zu trocken ist und auch nicht zu nass, dann wird halt diese Form, die vom Eimerchen geformt worden ist, einfach stehen bleiben für eine Weile. There is no essence to the sand. Der Sand selbst hat keine Essenz. There is no essence to us. So wie auch wir keine Essenz haben. Yet we manifest. Wir manifestieren Manifesting is a verb, it's a movement, it's a changing interaction with the environment. Manifestation ist ein Verb, das ist also eine Bewegung, ein Interagieren als man selbst mit der Welt. There is no self, no fixed self. Es gibt gar kein festes Selbst, kein Selbst. And yet we're here. Wir sind aber dennoch da, hier. But moment by moment in a slightly different sense of ourself. Wobei unser Empfinden von Selbst sich augenblicklich immer ein bisschen verändert. So we are dynamically selfing within the field of formations of illusory selves. Wir selbsten uns quasi in dynamischer Weise im Kontext des Feldes des illusionären Selbst. So now we come to the final part of the book. Wir kommen also jetzt zum letzten Teil dieses Buches. So it says, Namo Guru Devada Kini, Dene Sunti Tsera Tanshido,
Kadapalden Lama Dorjichang. Kuji, Yeshi Nga, Idagni Chen, Kyoda, Drame, Tsewe, Jizunte. Nyepe Sungi Gune, Kyunten Shok. So we say, I bow to the gurus, dakinis, deities. So sagt er hier also dann, ich verbeuge mich vor den Gurus, Gottheiten und Dakinis. So again, we're changing gear. Before we were the red dakini, now we're in this more usual form, but keeping the essence of emptiness, the essence of the dakini, and we bow to the gurus, deities, and dakinis. Das heißt, wir ziehen uns quasi mehr oder weniger um jetzt an dieser Stelle, sind mehr oder weniger in unserer gewöhnlichen Form, aber in unserer Essenz leer, in unserer Essenz die Dakini. Und in dieser Essenz werfen wir uns nieder vor den Gurus, Deities und Dakinis. So we have to remember, Sia Lama wrote this when he was in India. Wir müssen uns daran erinnern, dass Tso Lama das geschrieben hat, als er in Indien war. He had said goodbye to his guru many years before. His guru was still in Tibet. Und vor viele Jahre zuvor hatte er seinen Guru in Tibet zurückgelassen. Now it was not possible to go back into Tibet. Und es war nicht mehr möglich, zurückzugehen nach Tibet. So he written this Butterlamp offering as a gesture for the long life of his guru. Also schrieb er diesen Butterlampentext als Gabe fürs lange Leben seines Gurus. Many lamas didn't actually spend very much time with their root guru. Viele Lehrer haben nicht sehr viel Zeit mit ihren tatsächlichen jeweiligen Wurzellama oder ihrer Wurzellama verbracht. In the structure in Tibet, in the educational system, these young lamas had exposure to many different kinds of teacher. In dieser Ausbildungsstruktur in Tibet war es üblich, dass die Lamas unterschiedlichsten Lehrern in die Ausbildung gegeben wurden. The root guru is the one who gives you a direct sense of your own mind. Wurzelguru ist der oder die uns einen direkten Zugang zu der Essenz unseres Geistes ermöglicht. Not as a concept, but as a living presence. Nicht als Idee, sondern als gelebte Gegenwart. And with that you live within the here and now. Und damit lebt man im Hier und Jetzt. But if you're in your conceptual identity, you're thinking about what you did in the past, the things that you learned, what you hope to do in the future. Wenn man aber in seiner Idee von Ich lebt, dann lebt man mit der Vergangenheit, mit dem, was man gelernt hat, mit dem, was man hofft, in der Zukunft zu erreichen. So he's writing this from his presence in his own presence. He's just completely here. Hier schreibt er das also in seiner Präsenz, in seiner eigenen Gegenwart. Er ist ganz und gar hier. And he says, and we say with him, from this time in all my lives, pervading Lord, glorious Guru Vajradhara, with the nature of the four modes and the five original knowings, may I never separate from you, held by your compassion. Und er sagt also hier, und wir sprechen das mit ihm zusammen, von jetzt ab alles durchdringender, großartiger Guru Vajradhara, Verkörperung der 4 Weisen und der 5 ursprünglichen Weisheiten, möge ich in allen meinen Leben niemals von dir getrennt sein und immer gehalten sein in deinem Mitgefühl. May I serve and please you with my body, speech and mind. Möge ich mit meinem Körper, meiner Rede und meinem Geist dir dienen und dir gefallen. So, glorious Guru Vajradhara. Vajradhara is like the highest Buddha, it's a bit like Kuntasampo. Ruhmreicher Guru Vajradhara, das ist wirklich wie sozusagen der höchste
der höchste Ausdruck wie Kuntu Tsangpo. So he's saying to Sutram Zampo, his own teacher, you are the master of all dharmas. Über seinen eigenen Lehrer oder zu seinem eigenen Lehrer Tsotum Sangpo sagt er quasi, du bist der Meister aller Dharmas. And you have the three kayas and their integration, which is the fourth kaya. Und du bist also die 4 Körper, die 4 Kayas und ihre Vereinigung, das heißt der 4. Körper. That is to say, body, voice, and mind are completely inseparable from the pure ground. Und das bedeutet, dass Körper, Stimme und Geist vollkommen untrennbar verbunden bleiben oder sind mit dem reinen Urgrund. And you have the 5 wisdoms, which are the absence of the 5 poisons. Du hast die 5 Weisheiten, die das Nichtvorhandensein der 5 Gifte bedeuten. So if we're not grasping at either self or other as inherently real, we start to appreciate the Dharmodatta Jhana, the wisdom or original knowing of infinite hospitality. Wenn wir also nicht mehr nach uns selbst als letztendlich real greifen, dann öffnen wir uns wirklich für den Dhammadhattu Jnana, das heißt für die ursprüngliche Weisheit, die alles inkludiert. So we say, may I never separate from you, held by your compassion. Möge also, so sagt er, ich niemals von dir getrennt sein, gehalten in deinem Mitgefühl. You will hold me with your compassion, but maybe I'll get a little bit lost. But my intention is I don't want to separate from you. Das heißt, du hältst mich in deinem Mitgefühl und vielleicht verliere ich mich ein bisschen, aber meine Absicht ist ganz und gar, niemals von dir getrennt zu sein. In serving the Guru with body, voice, and mind means to make sure that your body is used for virtue, your speech is used for virtue, and your mind is used for virtue. Und dem Guru oder der Guru zu dienen mit Körper, Stimme und Geist bedeutet, sich wirklich darauf zu achten und sich darum zu kümmern, dass man mit seinem Körper, seinen Körper tugendhaft nutzt und einsetzt, seine Stimme und seinen Geist. And doing the tasks and responsibilities that the Guru gives to you. Und alle Aufgaben und Verantwortung, die einem von Lehrer, der Lehrerin übertragen wird, auch nachzukommen. So then it's toke dacho mirror di jisan de won yupa mi che pa lume leje kindu miso shin korwe damsa dile tral du soul. So regarding this jewel-like human body, possessing the freedoms and opportunities that are so difficult to gain. Dann fährt er hier fort, also diesen menschlichen Körper als juwelengleich zu betrachten, der die Freiheiten und Möglichkeiten besitzt, die so schwierig zu gewinnen sind. Each of us has this precious body. Jeder von uns verfügt über diesen kostbaren Körper. We have the chance to go to the heart of the universe. Wir haben die Möglichkeit und auch die Herausforderung, durch das Herz des Universums zu gehen. No one is stopping us doing this. Und niemand hält uns davon ab, Except ourselves. außer wir selbst. So we should protect this jewel of our contact with the Dharma, our gaining teachings which help us to understand the purpose of the practice, and then polish the jewel through our own practice. Das heißt, wir sollten auf dieses Juwel achten, sorgsam damit umgehen, darauf achten, dass wir den Kontakt zum Dharma nicht verlieren, dass wir die Unterweisungen bekommen, die uns helfen, den Dharma zu verstehen und dieses Juwel dann zu polieren mittels unserer eigenen Übung und Praxis. Well, they say the difficulty of gaining this precious human birth with its connection with Dharma
is as rare as the stars you can see in the daytime. Es wird gesagt, dass diese kostbare menschliche Geburt zu gewinnen, die den Kontakt mit dem Dharma erlaubt, so selten ist wie Sterne, die am Tageshimmel zu sehen sind. And he says, we do not know how long it will remain. Und er sagt hier weiter, wir wissen nicht, wie lange das bleibt. Therefore, always keeping aware of the non-deceptive nature of karma, may we be freed from this foul swamp of samsara. Darum, so fährt er hier fort, bleiben wir ständig der nicht täuschenden Seinsweise des Karmas bewusst und mögen wir alle von dem fauligen Sumpf Samsaras befreit sein. In the Sudan at the moment, there is a beginning of a big civil war. Im Sudan können wir im Moment den Anfang eines großen Bürgerkriegs sehen. Two groups of people fighting for power. Zwei Gruppen, die um die Macht ringen. Each one determined to win. Jeder von ihnen oder beide Gruppen entschlossen zu gewinnen. This results in many people dying. Das führt dazu, dass viele Menschen sterben. The people who are causing the war are going to die. Die Leute, die den Krieg verursacht haben, werden sterben. We're all going to die. Wir werden alle sterben. But in order to get the status I want, I'm happy to kill other people. Um aber den Status zu erreichen, den ich anstrebe, bin ich bereitwillig andere Leute. This is a madness. Das ist Irrsinn. So this is why it's saying samsara is like a swamp. Darum sagte hier, Samsara ist wie ein Sumpf. So many of the big dictators in the world are very, very sensitive to what they take to be insults to their status and prestige. So viele Diktatoren oder alle Diktatoren dieser Welt sind ganz besonders empfindlich gegenüber dem, was sie als Beleidigung ihres eigenen Statuses oder Prestiges empfinden. If you insult me, I have to kill you. Wenn du mich beleidigst, muss ich dich töten. Because it's for my honor. Das geht ja um meine Ehre. 200 years ago, fighting duels was very popular. Vor 200 Jahren war es sehr beliebt, sich zu duellieren. For my honor. Um die Ehre. This is the meaning of this foul swamp of samsara. Das ist die Bedeutung dieses faulen Sumpfs von Samsara. We are stupid. Wir sind dämlich. But we have a chance to awaken to our true nature. Aber es besteht die Chance, dass wir wach werden können für unsere wahre Natur. So he says, Jile kyoche lame konjosu. Sola bakyan yama midoshin gyude mena dunla. Rochante nyamni chanchu semda mitra sho. The unsurpassed three jewels who protect from fear, we will never abandon, even at the cost of our lives. Darum fährt er hier die unübertrefflichen 3 Juwelen, die vor Furcht schützen, werden wir mit unserem, auch wenn es um unser Leben geht, niemals aufgeben. No, we are not heroes. Wir sind keine Heldinnen, keine Helden. So if I pull out a gun and say, if you are a Buddhist, I shoot you. Ich habe den Namen nicht verstanden. Jedenfalls hat er gesagt, wenn du ein Buddhist bist, erschieße ich dich. Oh, I've never been a Buddhist. Why would I be a Buddhist? Oh, ich bin kein Buddhist. Warum sollte ich Buddhistin sein? Man with a gun. Didn't I see you in the church, synagogue, masjid? Du Mann mit der Pistole, habe ich dich nicht in einer Synagoge gesehen oder in einer Kirche? Communist Party? Where was it? We met somewhere. We are very similar. Oder irgendwo beim kommunistischen Parteitreffen. Also irgendwo habe ich dich gesehen. Wir sind uns das sehr ähnlich. Yeah, best not to be heroic because you keep
you keep your feelings in your heart. Es ist gut, nicht zu heldenhaft zu sein, seine Gefühle in seinem Herzen zu behalten. We train our minds with the 7-part practice of cause and effect. Und wir üben unseren Geist mit dem 7-fachen Pfad der Praxis von Ursache und Wirkung. So in the text, we've got these, the 7 are listed there. Im Text hier finden wir die 7 aufgelistet. And they're very important to develop for ourselves. Es ist sehr wichtig, für uns selbst ist es sehr wichtig, diese zu entwickeln. So the first, all sentient beings have been our mother. Zunächst, dass alle fühlenden Wesen unsere Mütter gewesen sind. I am always already connected with every sentient being. Das heißt, ich bin mit jedem Wesen, egal wer und was es ist, schon immer verbunden. Moreover, they have been very kind to me. Und darüber hinaus sind die alle zu mir so freundlich gewesen. So thirdly, I must repay this kindness. Drittens muss ich ihnen diese Güte also vergüten. So this is a general level way of reminding yourself that you are part of this field of connectivity. You're not an isolated individual. Das heißt, es ist auf einer allgemeinen Ebene wirklich eine Erinnerung immer wieder daran, dass wir Teil dieser Verbundenheit sind. Wir sind nicht irgendein isoliertes Individuum. To repay this kindness, we must love all our mothers. Um diese erwiesene Güte wieder zu geben, zurückzugeben, müssen wir alle unsere Mütter lieben. Means we must want the very best for them. Das heißt, wir wünschen ihnen das Allerbeste. Appreciate their true quality. Und schätzen ihre wahren Eigenschaften, Qualitäten wert. Which is the light shining out of their eyes. Das ist das Licht, was aus ihren Augen uns entgegenstrahlt. This is the vitality of awareness. Die Lebendigkeit des Gewahrseins. And we must develop true compassion for our mothers. Wir müssen für unsere Mütter echtes Mitgefühl entwickeln. But now they are a bit lost. Und jetzt sind sie ein bisschen verloren. So we must develop the 2 bodhicittas. Darum müssen wir die beiden Bodhicittas entwickeln. Which is the altruistic intention, which is an aspiration. I want to work for the benefit of all beings. Was einmal diese altruistische innere Ausrichtung ist, das heißt, der Wunsch, wirklich zum Wohle aller fühlenden Wesen wirken zu können. And secondly, the altruistic intention, which is I am daily working for the benefit of all sentient beings through my practice, which includes all sentient beings. Und dann als zweiter Aspekt die altruistische innere Ausrichtung wirklich im Alltag, jeden Tag durch meine Praxis, meine Übung, die alle fühlenden Wesen mit einschließt, für ihr Wohl zu wirken. Now, we have busy lives. Wir sind ja sehr beschäftigt, Not so much time. haben wenig Zeit. So it's important to keep to the essence of the practice. Darum ist es umso wichtiger, sich beim Praktizieren an die Essenz der Praxis zu halten. In the ritual text, there are many, sometimes lengthy ways of developing bodhicitta and reminding ourselves to do the practice without forgetting others and then to dedicate the merit. In den verschiedenen Praxisritualen, Manualen gibt es manchmal sehr lange Passagen auch, in denen man dann detailliert Bodhicitta entwickelt und dann auch noch das, was man an Positivem erworben hat, widmet. But the key thing is to do everything for the benefit of others. Der Schlüssel aber liegt immer darin, alles für den Nutzen anderer zu tun. As some of us have looked many times now, Wie einige von uns das oft gesehen haben jetzt.
the Dharmakaya or the intrinsic original knowing or clarity of our mind, this is for us. Ist der Dharmakaya, das heißt die ursprüngliche Weisheit, die Klarheit des Geistes für uns. And then, if you like, the inner experience or the inner imagining, which is the Sambhogakaya, the visionary experience, this is for the other. Und das innere Erleben, die innere Erfahrung, die innere Vision, auch was der Sambhogakaya ist für die anderen. And our being in the world with others, our manifesting and connecting with others, this is for the other. Und die Art und Weise, wie wir in der Welt sind, uns manifestieren, indem wir uns verbinden, in unseren Verbindungen mit den anderen, ist für die anderen. If we release ourselves from identification with the patterns of our passing thoughts, wenn wir uns endlich vom Haken lassen, davon uns immer mit den ständig wechselnden Mustern unserer eigenen Gedanken zu identifizieren, then we will be able to connect with others. können wir uns wirklich mit anderen verbinden. Through connecting with the openness of our mind. Dadurch, dass wir uns mit der Offenheit unseres eigenen Geistes verbinden. When we're sitting in the practice and thoughts and feelings and memories arise, wenn beim Praktizieren wir sitzen, Gedanken, Erinnerungen, Gefühle aufkommen, don't block them, don't try to get rid of them, and don't fuse with them. blockiert sie nicht, versucht auch nicht, sie loszuwerden und verstrickt euch auch nicht, verliert euch auch nicht da drin. We're just open. Wir sind einfach offen. And it's peaceful. Und das ist friedlich. And we're at ease. Und wir sind gelöst. This is the first statement of Garab Dorje. Dies ist die erste Aussage Garab Dorjes. See your own naked face. Erkenne dein eigenes nacktes Gesicht. You can't see it as an object because it's not an object. Man kann das nicht wie ein Objekt sehen, denn es ist kein Objekt. You see it by being it. Man erkennt es, indem man es ist. This is enough. Und das reicht. This can be your abiding sight in all situations. Das kann in jeder Situation dein Lebensort sein, dein Verweilort. This is open like the sky. Offen wie der Himmel. Then experience arises. Dann kommt Erleben auf. Sometimes it seems subject, that is to say, it's like thoughts, memories, plans. Manchmal wirkt es wie Subjekt, das heißt Gedanken, Erinnerungen, Pläne. And sometimes it seems like an object, like something I see outside. Manchmal wirkt es wie ein Objekt, das heißt was ich da draußen sehe. But both of these are simply experiences, ungraspable. Beides ist gleichermaßen einfach erleben, unfassbar, nicht zu greifen. So when we relax in that state, Entspannen wir uns. All the potential which had previously been turned towards myself, what do I want, how do I feel about myself, do I love you or not, all of these conceptual constructs have no need, I have no need of them, there is no basis for them. Wenn wir da drin also verweilen, ist dieses ganze Potenzial, was zuvor vollkommen auf uns selbst gerichtet war, selbstreferenzial war, was fühle ich, was denke ich, was will ich, liebe ich dich eigentlich und so weiter. Diese ganze konzeptuelle Verfestigungen, dafür besteht in dem Moment gar keine Notwendigkeit mehr, es hat gar keine Grundlage mehr. And so the preformations or the tendencies on the basis of which I will get involved for my sake, they also dissolve. Lösen sich damit gleichzeitig auch die Neigungen auf. Das heißt, meine
Eingenommenheiten, aufgrund derer ich mich in dieser oder jener Weise einlasse auf Situationen und die Welt. So when I was in art school in the pottery studio, Als ich in der Kunstschule im Töpferstudio war, we would explore making different shapes. haben wir verschiedene Formen herzustellen ausprobiert. Very few of them were really great. Wenige davon fielen wirklich besonders gut aus. So at the end of each day, we would take them to this big metal chute and put them all inside, and the machine would start to merge all the pieces of clay together, churning it until it was one integral piece. Und wenn am Ende des Tages haben wir das Ganze in diese Metallvorrichtung gegeben, wo dann das Ganze durchgeknetet und durchgeknetet und durchgeknetet wurde, bis all die einzelnen Clayteile, Tonteile wieder einen gemeinsamen oder einen zusammenhängenden Block formten. So the next day, there was fresh clay. Also gab es am nächsten Morgen oder am nächsten Tag wieder frischen Ton. The potential had been given a shape and then returned into its base potential as clay. Dieses Potenzial ist geformt worden und dann wieder zurückgekehrt in seine ursprüngliche Potentialität, einfach als Ton. So when you are sitting in the practice, various thoughts and feelings arise. Und in dieser Weise, wenn wir praktizieren, sitzen wir da und dann entstehen jede Menge verschiedener Gedanken und Gefühle. If we don't react to them, they vanish. And in that vanishing, it's as if they become some fertilizer for the next day and the next day and the next day. Und das heißt, sie entstehen und dann verschwinden sie wieder. Und indem sie verschwinden, sozusagen bilden sie eine Art fruchtbare Befruchtung für den nächsten Tag und den Tag drauf und den Tag drauf. And the key point is this. That Der Schlüssel ist hier. sorry, I'm sorry. when you go. Der Schlüssel liegt also hier drin. If you're feeding the open potential, Nährt man das offene Potenzial, then it's 100% gain. ist das ein 100%iger Gewinn. You are not feeding anything in particular. Man nährt ja nichts Besonderes. But if you're identified with your own current state, your body, your likes, your dislikes, your favorite painter, you prefer Michelangelo to Leonardo da Vinci, whatever your fixation, the danger is that the potential will feed into your commitment to a pre-positioning. Aber wenn man sich identifiziert mit der Form, die man gegenwärtig eingenommen hat, mit dem, was man mag, was man nicht mag, mit dem, der Form, die man angenommen hat, mit seinem Lieblingsmaler, dass man sagt, ich finde aber Michelangelo viel besser als Leonardo da Vinci, mit dieser Fixierung sich identifiziert, dann ist die Gefahr gegeben, dass das Potenzial quasi in der Weise genährt wird, dass es diese Verfestigung immer weiter nährt. So, fresh, this is the governing word for us. Frisch, das ist also das Leitwort für uns. The ground is always fresh. Der Urgrund ist immer frisch. It's described as kada, pure from the very beginning, means not touched, not contaminated. Kadak ist das tibetische Wort, von Anfang an rein, nicht, also völlig unberührt, völlig unbeeinflusst. And as we participate in the world, being with other people, talking with them, on projects with them, each moment can be fresh.
Und während wir in der Welt mit anderen zusammen sind, zum Beispiel über ein bestimmtes Projekt sprechen, kann jeder Augenblick darin frisch sein. as long as we don't import. Solange wir nichts da hineinbringen, If we are resting in the here and now, verweilen wir im Hier und Jetzt, the infinite openness of this moment, in der unendlichen Offenheit des Augenblicks. then everything is within this. Dann ist alles darin And if enthalten. we stay with this, it's enough. Wenn wir darin verweilen, reicht das. This is a paradox Es ist ein Paradoxon, that if you stay open just as it is right now, dass wenn man offen bleibt, so wie es jetzt ist, there's no end to the potential. dass das Potenzial dann unendlich ist. But if you go chasing something which seemed to be special because you want to hang on to it, Wenn man dann aber einer Sache folgt oder eine Sache verfolgt, weil die einem besonders vorkommt und man an der festhalten möchte, this fixation will blind you to the richness of the field, wird diese Fixierung dazu führen, dass wir für den Reichtum des Feldes an sich blind werden. so you should relax, stay open, fresh, and allow the spontaneous movement of the mind to continue while we don't stray from the Dharmakaya. Das heißt, wir sollten versuchen, uns zu entspannen, offen bleiben, frisch bleiben und den spontanen Bewegungen des Geistes gestatten, sich zu entfalten, ohne uns vom Dharmakaya zu entfernen. So in this way, we are in the world with others, and like as going through these 7 points and saying all beings must get enlightenment, and for their benefit I must develop this altruistic intention. Und in dieser Weise sind This looks like a dualistic positioning, but it's maintained within non-duality. Und das bedeutet, wir sind also in der Welt mit anderen zusammen und ziehen einfach auch diese 7 Punkte in Betracht, dass wir für das Wohl und die Erleuchtung aller fühlenden Wesen, für ihren Nutzen aktiv und präsent sein wollen. Und das mag uns dann erscheinen wie eine dualistische Position, ist sie aber nicht, weil sie eben aus dem nicht dualistischen Offenheit heraus wir sich das manifestieren lassen. And this brings us to the 7th point. Our own result will be enlightenment. Das bringt uns zum 7. Punkt, nämlich dass das Ergebnis für uns selbst Erleuchtung sein wird. The stillness of the Dharmakaya never changes. The movement of the Sambhogakaya and Nirmanakaya never changes. Das heißt, die Ruhe des Dharmakaya ist unwandelbar, so wie auch die Bewegung von Sambhogakaya und Nirmanakaya sich pausenlos vollzieht. So he says, may we never be separated from the relative altruistic openness Darum sagt of participation with others. Mögen wir niemals getrennt sein von der relativen, absoluten, altruistischen Offenheit, mit anderen zusammen zu sein. And never separate from the absolute altruistic concern for others. Und auch niemals vom absoluten altruistischen Zugewandtheit und Kümmern um anderen getrennt sein. And it's absolute because it's not separable from emptiness. Absolut in dem Sinne, dass es von Leerheit nicht trennbar ist. Wisdom and compassion must be together. Weisheit und Mitgefühl gehört zusammen. They are together. Sie sind zusammen. It is our mental activity which seems to separate them. Es ist unsere geistige Aktivität, die zu teilen, zu trennen scheint. Then he continues, China jiten rira lishita, nangchu punkam chimche de yonso, samwaran re kieme chanchu se yansan yin de jen mendad jalwe yabchi kula pulnu sho.
the outer container of the world with Mount Meru and the 4 continents. Er fährt fort hier, also das äußere Behältnis der Welt mit dem Berg Meru und den 4 Kontinenten. And the inner contents, which constitute all beings with their different aspects and all discernible phenomena. Und der innere Inhalt, der sich zusammensetzt aus allen Wesen mit all ihren Anteilen, Aspekten und voneinander unterscheidbaren Phänomenen. The secret unborn bodhicitta, enlightenment, which is my own awareness. Und das geheime, ungeborene Bodhicitta oder Erleuchtung, die mein eigenes Gewahrsein ist. Which is not different from the joyful secret mandala of awareness and hospitable space. Die sich vom geheimen, freudvollen Mandala des Gewahrseins und der alles raumbietenden Weite nicht unterscheidet. I am aware of the space within which everything arises. Das heißt, ich bin der Weite, in der alles in Erscheinung tritt immer gewahr. Some of what arises is very intimate. It's the most subtle sense of how phenomena arise. Manche Erscheinungen sind sehr nah, super, die subtilsten Formen, wie Sachen in Erscheinung treten können für uns. Some is my experience of sentient beings and the patterns of phenomena in this world I encounter. Manches sind meine Wahrnehmung oder Empfindung oder Wahrnehmung von fühlenden Wesen, mein Erleben von der Art und Weise, wie die Dinge, denen ich begegne, mir erscheinen. And some is the outer shape of the world, which seems to be fixed and given, although it isn't. Und manches davon ist die äußere Form der Welt, die mir gegeben vorkommt, obwohl das nicht so ist. This is just a rather complicated way of saying everything, absolutely everything, without any exception. Dies ist also eine sehr komplizierte oder komplexe Art und Weise, wie man einfach hinweisen würde auf alles, was man nur irgendwie erleben kann. When we say to you, the soul father, the singular father of all the Buddhas, may we have the power to offer all of this to you. Und dann sagen wir hier weiter, mögen wir die Kraft haben, all dies dir, dem einen Vater des Buddha, dies darzubringen. What I want is my own empty mind. Was ich möchte, ist mein eigener leerer Geist. All occurrence I offer to you. Und alles, was in Erscheinung tritt, bringe ich dir dar. So then he says, Chidan Chichen number Chichen Dembra Madru Chinang Gume Chu Nansi Semsu Yimbara Tachu Ching Julu Samo Tsukara Kochene Namshi Drunam Soso Nyeje Sho. Distinguishing clearly between object and subject. Deutlich zwischen Objekt und Subjekt unterscheidend. That we can see that these are ways of categorizing experience. Das heißt, auf die wir erkennen, dass man so Erleben einordnet, kategorisieren kann. With that basic clarity, Mit dieser sorry, can you go? Oh, it's okay. With that basic clarity, we can then recognize that there is no actual basis for this. Und mit dieser grundlegenden Klarheit ist es uns dann möglich zu erkennen, dass hierfür gar keine tatsächliche Grundlage besteht. Because all outer and inner phenomena are seen to be illusory. Weil man alle äußeren und inneren Phänomene als illusionär erkennt. So if you're sitting doing your practice, sitzt man also in seiner Praxis. Something arising feels like me. Manches von dem, was da erscheint, fühlt sich wie ich ab.
And some of what's arising doesn't feel like me. Und manches, was erscheint, fühlt sich nicht an wie ich. Okay. So that's not the same. Das ist nicht das Gleiche. But when we look and we see, oh, this is an experience, and that is also an experience. Wenn wir aber genauer hingucken und erkennen, dies ist ein Erleben und auch das ist ein Erleben, There is no inherent existence in inner experience or in outer experience. und dass in dem, was man als innen erlebt oder als außen erlebt, keinesfalls in beiden Fällen kein innewohnende, eigenständige Existenz vorhanden ist. So we see that outer and inner phenomena are illusory. Erkennen wir einfach, dass äußere und innere Phänomene illusionär sind. They're always vanishing. Sie lösen sich ständig auf. So there's nothing to hold on to. Das heißt, man kann an nichts festhalten. And yet they're always arising. So you can't say that they don't exist at all. Nichtsdestoweniger erscheinen sie aber ständig. Darum kann man auch nicht behaupten, dass sie gar nicht existent seien. So he says, clearly experiencing that all possible appearances are the play of the mind, may we practice the profound offering assembly with our illusory bodies and thus make each of the 4 classes of guests happy. Und darum fährt er hier fort, dass wir in der klaren Erfahrung, dass alle möglichen Erscheinungen das Spiel des Geistes sind, mögen wir die tiefgründige Darbringung oder die Practice Profound Offering Assembly, also mögen wir die Darbringung des Angesammelten in tiefgründiger Weise ausführen können mit unseren illusionären Körpern und dadurch jede der 4 Klassen der Gäste glücklich machen. So trees are the play of the mind. Das heißt, dies ist hier das Spiel des Geistes. And if you're at night out in the dark doing chud, the sound of the wind howling in the trees is also empty. So, die Bäume sind das Spiel des Geistes. Und wenn man draußen zum Beispiel wäre nachts und Tür praktizieren würde, wäre der Wind, der in den Bäumen heult, ebenfalls illusionär. And the body you identify so strongly with is like an illusion. Auch der Körper, mit dem man sich so stark identifiziert, ist eine Illusion. So may we offer this through the practice of chud to the higher guests, Buddha, Dharma, and Sangha, and the second level, the Bodhisattvas, meditation deities, and Dakinis, and then to all sentient beings and to the people to whom I owe something. Dass wir also in dieser Weise durch die Chö-Praxis unseren Körper so betrachtet für allen Klassen zu ihrer Freude und ihrer Befriedigung darbringen können. Der ersten Klasse von Wesen, nämlich Buddha, Dharma, Sangha, der zweite Klasse von Gästen, nämlich den Bodhisattvas, den Meditationsgottheiten, den Dakinis, der dritten Klasse der Wesen, nämlich allen fühlenden Wesen und viertens auch allen denjenigen, bei denen wir alle möglichen Arten von Schulden haben, bei denen wir etwas schulden. These 4 classes of guests want something different. Diese 4 unterschiedlichen Klassen von Gästen haben unterschiedliche Wünsche. So by them operating together, every single aspect that I cling on to, whether it's internal or external, will be consumed and vanish into the great emptiness. Und dadurch, dass ich quasi sie alle gemeinsam einlade in meine Praxis, kann ich alle möglichen und unmöglichsten Formen des Festhaltens an Innerem und Äußerem lösen und auflösen, darbringen und sich befreien lassen in die große Leerheit. So then it says, Lama Doji Semba Chiwotkom, Nimbo Toshi Shatan Rate, Rabjete, China Kunzang, Kunjung Kunzairu, Ka Chumden de Mach, Dan Yermepe, Palden Lame Koson Tuzungi,
Sama sangmi kyabe doji naljo chutni yong wa chinji lo. So, meditating on the Guru as Vajrasattva. Hier geht es also dann weiter im Text über den Guru Vajrasattva oder den Guru als Vajrasattva meditierend. So, he sits on the crown of our head. Der auf dem Scheitel unseres Hauptes sitzt. So, may we confess with the 4 antidotes to the stains of our karmic accumulation. Mögen wir den 4 Gegenmitteln gegenüber unsere Befleckungen oder eingestehen, unsere karmischen Befleckungen. In the early part of the book, Simply Being, there is a chapter on Vajrasattva written by Lama. Ziemlich weit vorne am Anfang des Buches Simply Being gibt es ein Kapitel über Vajrasattva von Lama geschrieben. So we purify our mind on the basis of having the witness, which is to say the assembly of the 3 jewels, the 3 roots, and the 3 kayas. Und das heißt, wir reinigen unseren Geist oder wir reinigen uns, wenn man so will, mit der Hilfe eines Zeugen. Das heißt, die Zeugenschaft übernimmt da die Versammlung der 3 Juwelen, der 3 Wurzeln, der 3 Körper. They are the pure ones. Sie sind die Reinen. We feel regret for the bad things we've done. Und wir bedauern das Schlechte, was wir getan haben. And we confess the sins. Und wir gestehen diese Sünden ein. That is to say, what is hidden inside me, I bring it out through my mouth and I say, I did this. Or if no one's there, I can write it down. Das heißt, das, was ich in mir zu verbergen versucht habe an Verfehlungen, die äußere ich im wahrsten Wortsinne, die bringe ich nach draußen, indem ich es laut mit dem Mund formuliere oder falls niemand da ist, zum Beispiel aufschreibe. This is vital because I do not want to be conditioned by the past. Das ist entscheidend, weil ich ja durch die Vergangenheit nicht eingeschränkt sein will, nicht bedingt sein will. Doing the purificatory practice of Vajrasattva returns you to the present moment. Die Reinigungspraxis Vajrasattvas zu machen, bringt uns tatsächlich wieder zurück in die Gegenwart. You're here in the here and now. The past is gone. You're not waiting for the future. It's just this. Wir sind einfach hier im Hier und Jetzt. Die Vergangenheit ist vergangen. Keine Zukunft ist jetzt hier. Wir sind einfach hier. And on the basis of this, we renew our vows to maintain our non-difference from Padmasambhava. Und auf dieser pray to. Auf dieser Grundlage erneuern wir sozusagen unsere Gelübde von Padmasambhava untrennbar zu sein. Das ist unser Gebet. We say, glorious Guru, you who are not different from the source of all blessings. Dann sagen wir, verehrter Guru, der du dich nicht von dem unterscheidest von den gesegneten Wesen. That is to say, Kunsang Heruka and Chonden Dema Chok. Von der Quelle allen Segens, Entschuldigung. Das bedeutet von Kunsang Heruka und Chonden Dema Chok. This is the Yab-yum, or the inseparable form of the most powerful Heruka. That is to say, the power of anger to reject any attempt to invade you. Und das ist quasi der Yab-yum, die Vereinigung der kraftvollsten, mächtigsten Heruka-Form, wo man sagen kann, das ist einfach der Zorn oder die Energie des Zorns, die genutzt wird, um alles zurückzuweisen, wovon man nicht überflutet oder eingenommen werden will.
we say, may we all sentient beings, gain the blessing of the excellent yoga of the secret inconceivable vajras of your body, speech and mind. Und hier sagen wir dann, mögen wir, das heißt wir alle fühlenden Wesen, den Segen des exzellenten Yogas, des geheimen, nicht greifbaren Vajras deines Körpers, deiner Rede und deines Geistes empfangen. Because when we study tantric practice, there is a lot of symbolization, a lot of the best, the most excellent, the highest, and so on. Wenn wir tantrische Praxis studieren, finden wir viel Symbolismus hinsichtlich dessen, dass angesprochen wird, das Beste, das Höchste, die höchste Form, die unübertrefflichste Form und so fort. But actually, the true nature of your own body, this ordinary flesh and blood body, and the true nature of your speech, with which you say confused things and maybe tell lies from time to time, and the true nature of your mind, which is full of funny thoughts and memories and impulses. The true nature of these three is Vajra, indestructible, and this is not different from the highest Buddha. Denn das wahre Wesen unseres Körpers, unseres ganz gewöhnlichen Körpers aus Fleisch und Blut, das wahre Wesen unserer Sprache, mit dem wir manchmal merkwürdige Sachen sagen, manchmal Lügen erzählen, das wahre Wesen unseres Geistes, der erfüllt ist oft von merkwürdigen Gedanken, von Erinnerungen, von Impulsivität, ist der nicht greifbare Vajra, der sich in nichts unterscheidet von der Erleuchtung, dem erleuchteten Sein, dem erleuchteten Wesen. So that's the ending of this practice. Das ist der Schluss dieser Praxis. And you've been reciting it in your usual body. Und diesen Teil haben wir in unserem gewöhnlichen Körper rezitiert. Which you're clear is an illusion. Und wo uns klar ist, dass der illusionär ist. In the colophon, which you can read, Lama say, describing how his guru Tso Pema told him to go to India and do a retreat in Tso Pema. Und hier kann man im Kolophon dann lesen, wie Tso Lama von seinem Lehrer Tso Sampo nach Indien geschickt worden ist, um einen Retreat zu machen. So this is a place where Padmasambhava got into trouble by climbing into a nunnery to be with Mandarava. Wo Padmasambhava Schwierigkeiten bekam, weil er in ein Nonnenkloster eingestiegen ist, um mit Mandarava zusammen zu sein. And her father was the king, and when he found out, he was very angry, and he got his men to grasp Padmasambhava, and they tied him and brought all kinds of bundles of wood and oil and burnt him alive. Und ihr Vater war ja der König, und als sie das herausgefunden haben, hat er seine ganzen Häscher geschickt und sie ergriffen Padmasambhava und haben dann alle möglichen Holz und Öle und alles herbeigebracht, um Padmasambhava lebendig zu verbrennen. And they went away. Und sie sind dann gegangen. But after 3 days, the smoke was still rising in the sky. Und nach 3 Tagen stieg aber immer noch Rauch auf. So the king sent someone to check what was happening. Und dann hat der König jemanden geschickt, um herauszufinden, was sich da abspielt. And there was Padmasambhava sitting in the center of a lake on a big lotus, smiling at everyone. Und da war dann Padmasambhava, der einfach mitten in einem See auf einem Lotus saß und alle anlächelte. So it's a wonderful pilgrimage place. Warum ist das ein toller Pilgerplatz? So thinking about his guru while he was in a 3-year retreat, and he was recently married, so his wife was there with him. Und er dachte genau an seinen Guru, während er in diesem 3-Jahres-Retreat war, und seine Frau. Er war kurz zuvor, hatte er gerade geheiratet, war dort mit ihm zusammen.
And there he wrote this prayer. Dort schrieb er dieses Gebet. And then later he adapted it when he was in Nepal. Und später, als er in Nepal war, hat er es nochmal aufgenommen. So that's how the Butterlamp prayer is. It's a very useful way of reminding yourself about the view of the different yanas or approaches. Dies ist also das Butterlampengebet und es ist eine gute Möglichkeit, uns immer wieder daran zu erinnern, an die uns die unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen Yanas vor Augen zu führen. And then there are 3 short concluding prayers. The Dann first gibt is es, the dedication of merit. dann gibt es noch 3 kurze abschließende Gebete. Das erste ist die Widmung des Verdienstes. By this virtue may I quickly attain the state of the lotus-born. Möge ich durch diesen Verdienst schnell den Zustand des Lotusgeborenen erlangen. Then may I establish all beings without exception in that same state. Und möge ich dann alle Wesen ohne Ausnahme auf dieselbe Stufe führen. Oh, the dedication of merit is very important. Die Widmung von Verdienst ist sehr wichtig. Because it's a way of reminding us, I don't do the practice just for me. Es ist eine weitere Möglichkeit, uns immer wieder das zu entsinnen, dass ich diese Praxis nicht nur für mich alleine mache. And I'm not hanging on to any special little bit just for me. Und ich versuche auch nicht irgendein bisschen davon Besonderes für mich zurückzuhalten, This is for the benefit of all. sondern dies ist zum Nutzen aller. Then we have this verse from the Bodhicharya Avatara. Dann kommt noch ein It was Vers, very a great favorite of Lamas. ein Vers aus der Bodhicharya-Avatara, den Tso Lama sehr geliebt hat. Samba Zamba Sangye Kya Sanje Chule Kepana Senjem Malu Tanshi Ki De Don Samba Chingo. When merely the thought of helping others is more excellent than the worship of the Buddhas. Wenn nur der Gedanke an andere großartiger ist, als die Buddhas zu verehren. It is unnecessary even to mention the greatness of striving for the happiness and welfare of all beings without exception. Es ist unnötig zu erwähnen, wie großartig im Vergleich dazu die Bemühungen und Anstrengungen sind, die man auf sich nimmt, um das Glück aller fühlenden Wesen zu erwirken. And so this is very important for practice, because we think, oh, the Buddha is very special. We should worship the Buddhas. That must be a wonderful thing to do. Auch dies hier ist wieder sehr besonders, denn wir haben ja die Vorstellung, Buddhas zu verehren und diese Praktiken auszuführen, ist super wichtig und was ganz Besonderes. But Shantideva, this great scholar and meditator, says such ritual activity is nothing compared to the thought of helping others. Aber Shantideva, dieser große Praktizierende selbst und Verwirklichte, sagt, dass diese rituellen Aktivitäten im Vergleich an mit einem schlichten Gedanken daran, anderen zu helfen, nichts ist. Of course, there are different ways of thinking about this. Darüber kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. But he's saying, listen, the Buddhas are sorted. Was er hier sagt, ist, ja, denk dran, ne? Also für die Buddhas haben ausgesorgt. They're okay. Denen geht's gut. Think about all these poor people wandering around in samsara. Denkt bitte lieber an all die armen Leute, die sich durch Samsara quälen. They're the ones that need help, so focus on them. Die brauchen Hilfe. Bitte konzentriert euch auf die. Don't forget the lost. Don't forget the lonely. Vergesst nicht die, die verloren sind, die einsam sind. And then the last verse is an aspiration for the flourishing of the Dharma.
Und der letzte Vers ist dann wirklich ein Wunschgebet dafür, dass der Dharma weiter erblühen möge. Nyutse malu shiwa tunken nanke sushin Chelwan Bema Jine Ki Temba Yurin Baju Chi Oma Ahon Benzan Guru Pema Siddhe Hong. So this is our aspiration, our hope, our wish. Dies ist wirklich das, was wir anstreben, unsere Hoffnung, unser Wunsch. That the Dharma will flourish, that it will grow and get stronger. Dass der Dharma erblühen möge, wachsen möge, stärker werden möge. So that all difficulties, without any exception, will be pacified. Dass alle Schwierigkeiten ohne Ausnahme vollkommen befriedet werden mögen. And good, harmonious, creative conditions will be available like the treasury of the sky. Und dass gute, harmonische, kreative Bedingungen und Möglichkeiten wie ein Schatz des Himmels oder die Schatzkammer des Himmels offen stehen möge für alle. The powerful Buddha, the victor Padmasambhava, his doctrines must live long and shine brightly. Und der mächtige Sieger, der mächtige Buddha, der siegreiche Padmasambhava, seine Lehren müssen weiterhin hell strahlen. Then the mantra, the indestructible guru who has the three kayas, this is Padmasambhava, grant us accomplishment. Dann geht es hier weiter mit dem Mantra. Der unerschütterliche oder unzerstörbare Guru, der Padmasambhava ist, gewähre uns Vervollkommnung. And the accomplishment we want is to be exactly identical with Padmasambhava. Und das, was wir erreichen wollen, ist vollständig identisch mit Padmasambhava. So we brought this text to a conclusion. Damit haben wir den Text zu einem Ende gebracht hier. And tomorrow we'll look at the text from Dzogchen Rinpoche. Und morgen schauen wir uns den Text von Dzogchen Rinpoche an. Only we can decide to make the time to study Dharma. Nur wir können uns entscheiden, dafür unsere Zeit mit dem Studium des Dharma zu verbringen. Think of all the years of your life you spent going to school. Bitte denkt an all die Jahre eures Lebens, die ihr in der Schule verbracht habt. Studying many things which are not very useful to you now. Wo ihr viele Dinge gelernt habt, die euch jetzt nicht sehr viel nützen. This is our karma, to be born into a culture in samsara where the concerns of society are about worldly success and not spiritual progression. Es ist einfach unser Karma, dass wir in einen Ort und an eine Zeit hineingeboren werden, wo die Gesellschaft nicht an spirituellem Wachstum und Fortschritt interessiert ist, sondern wo es um weltliche Erlangungen geht. Oh, years of our life have gone by to no good purpose. Viele Jahre unseres Lebens sind vergangen, ohne dass sie einem besonders guten Zweck gedient hätten. We were not aware of this. Das war uns gar nicht bewusst. And nor were our parents, because they were immersed in the local culture. Und es war einfach normale Erscheinung, denn das ging einfach einher mit der Kultur des Ortes, wo wir leben. But now we have a sense of this. Jetzt fällt uns das aber auf. This is our chance. Und hier ist unsere Chance. We have this support and the text available. It's up to us whether we make use of it or not. Wir haben ja die Möglichkeiten, die Texte sind vorhanden, wir haben die Unterstützung durch die Gemeinschaft. Ob wir dann wirklich uns darum kümmern und das studieren und praktizieren, das liegt dann wiederum an uns. So I wish you well with the text. Ich wünsche euch mit diesem Text alles Gute. And we meet tomorrow at 10. Und morgen treffen wir uns wieder um 10. And today I thank the translators and especially Kati translating from German and Mariana translating from Spanish. Und ich danke den Übersetzern, vor allen Dingen Mariana, die aus Spanischen übersetzt hat, und Kati vom Deutschen.
Good. See you tomorrow. Dann bis morgen. Bye for now. Кто Ciao, слушал Эдита, до этого момента. Ciao, ciao. Спасибо вам. Ciao. Tschüss. Bye. Thank you. Thank Thank you you. very much. Thank Thank you, everybody. Thank you, Jay. Bye-bye. Full of praise. Bye-bye. Thanks. Ciao. Bye. Good Good evening. Bye.